One das Erwachen im Scriptorium, das Erwachen im Scriptorium. Zuerst wurde nu die Kälte, eine feuchte, steinerne Präsenz, die von allen Seiten drang, dann der Geruch, das schwere, erdige Aroma von altem Mauerwerk, durchtränkt von der Feuchtigkeit unzähliger Winter, vermischt mit dem scharfen Duft des feuchten Holzes der niedrigen Deckenbalken unter allem lag, fast schon eine Erinnerung, mehr als ein tatsächlicher Hauch, die beruhigende Glut des Herdfeuers aus dem Refektorium, ein versprengtes Aroma von warmer Asche und langsam verglimmendem Eichenholz, das sich durch die Gänge schlich. Man erwachte nicht in dieser Teller. Man tauchte aus Ehe auf. Die Augen öffneten sich auf eine Dunkelheit, die nicht völlig schwarz, sondern ein tiefes, undurchdringliches Grau war. Das schmale, begitterte Fensterloch in der dicken Mauer zeigte nur ein Stückchen des bleiernen Nachthimmels, noch ohne Ankündigung der Dämmerung. Der Körper lag auf einer schmalen Strommatratze, die direkt auf dem steinernen Podest ruhte, das aus der Wand reckte. Jede Bewegung brachte ein trockenes Rascheln und Knacken hervor, als ob das Stroh selbst noch schliefe und sich über die Störung beklagte. Die graue Wolldecke, schwer von der nächtlichen Luftfeuchtigkeit, barg kaum Wärme. Das Aufstehen war ein Ritual der Langsamkeit und des Unbehagens. Die Füße, die die Decke verließen, trafen auf einen Boden, der so kalt war, dass er für einen Moment zu brennen schien. Die einfache Wollkutte und die darunter liegende Tunika lagen gefaltet auf einem schemelartigen Hocker. Das Ansehen waren sensorische Prüfung. Der grobe Stoff der Tunika kitzelte und kratzte über die Haut, als er über den Kopf gezogen wurde. Eine raue Erinnerung an die Einfachheit, die hier herrschte. Die Wollkutte war noch schwerer, ein Gewicht aus ungefärbter, leichtfettiger Woll, die nach Schaf und Rauch roch. Dann kämen die Beinwickel lang Stoffstreifen, die mühsam und mit steifen Fingern um die Waden gewickelt werden mussten, um die lockeren Hosen zu halten, eine komplizierte, tägliche Fingerübung gegen die Kälte, erst dass die Ledersandalen mit ihren dünnen Sohlen geschnürt waren, trat ein Hauch von Trennung vom eisigen Stein ein. In der nun vertrauten Dunkelheit bewegte man sich zur kleinen Holztruhe am Fußende des Lagers. Die Hände tasteten nach dem Feuerstahl und dem Sünder. Aber es war noch nicht an der Zeit für Licht. Die Stille der klösterlichen Nacht war eine eigene Substanz, dick und voll. Sie wurde nicht gebrochen, sondern nur moduliert durch das ferne, kaum hörbare Läuten der Hure, die die Nachtwache rief, ein einzelner bronzener Ton, der durch die Mauern drang wie ein gedämpfter Herzschlag. Dann näher das leise Rascheln und Scharren, einemals irgendwo in der Wand, ein winziges Leben in der Steinwüste. Aus der benachbarten Saal kam ein gedämpftes Seufzen, ein Ausatmen voller Träume oder Last, bevor die Atmung wieder in den rhythmischen Fluss des Schlafs fiel. In diese Schweigezeit zwischen der nächtlichen Vigil und der noch fernen Laudes gehörte der Geist noch sich selbst. Die Gedanken wanderten zum bevorstehenden Tagwerk, dem eigentlichen Herzschlag dieses Daseins, dem Abschreiben eines Psalters,
Das Bild des bereitlich agenden Pergaments im Skriptorium tauchte auf, seines blassen cremefarbenen Glanzes im trüben Morgenlicht, der erwartungsvollen Leere der Linien. Die Hände erinnerten sich schon an das Gewicht der Gänsefeder, und das machte Widerstehen des Materials unter ihrer Spitze. Es war eine Arbeit der Stille unter ihrer Spitze, es war eine Arbeit der Stille und der unendlichen Wiederholung, ein Weben von Worten mit schwarzer Tinte. Diese Stunde des Erwachens war vielleicht die eigenartigste des Tages. Die moderne Welt kannte nur einen Schlaf, eine kompakte Nacht der Bewusstlosigkeit, hier aber in der rhythmischen Ordnung des klösterlichen Lebens, das sich nach den kanonischen Horen richtete, war der Schlaf oft geteilt. Man sprach vom ersten und zweiten Schlaf. Nach der Komplett, dem letzten Gebet des Tages, sank man in die erste Tiefe, dann Mitternacht zur Vigil geweckt zu werden, zu stundenlangen Gebeten in der eiskalten Kirche. Danach folgte eine zweite, oft unruhige Schlafperiode, bis das erste Graulicht die Laudes einläutete. Man erwachte also nicht aus einer durchgängigen Ruhe, sondern aus einer Pause, einem Intermezzo der Dunkelheit. Der Geist war in diesen frühen Stunden wunderbar klar, von der Schwere des Tiefschlafs befreit, aber noch nicht belastet von den konkreten Sorgen des kommenden Tages. Er schwebte in einer Art neutralem Territorium, in dem die Erinnerung an geträumte Bilder mit der antizipierenden Ruhe der Schreibtätigkeit verschmolz. Langsam, fast unmerklich, begann das Grau am Fensterloch sich aufzuhellen. Es war kein goldener Sonnenaufgang, der hier angekündigt wurde, sondern ein bloßes Zurückweichen der Dunkelheit, ein müdes Erblassen der Nacht zu einem fahlen Pearlgrau, der am Riss in Desel gewonnen, an Substanz, der schlichte Holzkruzifix, an der Wand der Schemmel, die Truhe. Das ferne Räschel der Maus verstummte. Irgendwo weit entfernt im Schlafsaal der Laienbrüder hustete jemand. Es war Zeit. Die Hände griffen nun endgültig nach Feuerstahl und Sünde. Der erste Funke, der in den trockenen Sande fiel, war ein winziger, blendender Stern in der Dunkelheit, das behutsam anbloß, das behutsam anders, das sachhafte Aufflammen des Flämmchens, das die groben Züge der eigenen Hände für einen Sekundenbruchteil in gespenstisches Orange taufte. Die Kurs, eine einfache Talcad mit ihrem beißenden Geruch nach verbranntem Fett, nahm die Flamme auf. Ihr trübes, flackerndes Licht füllte die Zelle nicht. Es eroberte sie nur Stück für Stück aus der Dunkelheit, warf tanzende über große Schatten an die kahlen Wände. In diesem Licht wirkte alles vertraut und doch fremd, wie die Möbel eines Traumes. Mit der Kurs in der Hand verließ man die Zelle und trat in den schmalen, gewölbten Gang. Die Kälte hier war eine strömende, eine leichte Zugluft, die das Flämmchen zum Flattern brachte. Die Schritte hallten leise auf dem Stein weiter, ein einsames Echo in der schlafenden Welt. Der Weg führte zum Brunnen im Kreuzgang für die erste Waschung, aber für einen Moment blieb man einfach stehen, lauschte den großen Atem des Klosters im Halbschlaf. Irgendwo tropfte Wasser in einen steinernen Trog. Ein regelmäßiges, geduldiges Plick, Plick, Plick.
Von der Kirche her drang, kaum mehr als eine Vibration in der Luft, das Murmel des Priesters, der die Vorbereitungen für die Laudes traf. Der Tag, dieser lange, stille Tag aus Stein, Pergament und Gebet, hatte nun wirklich begonnen. Er begann nicht mit einem Ruf, sondern mit diesem allmählichen Hineingleiten in die alte, unveränderliche Routine, in die Jedes erwachendes Vorherige widerspiegelte. Ein ewiger Kreislauf von Dunkelheit und trübem Licht, von Kälte und der kleinen, beharrlichen Wärme einer einzelnen Kerze. Kapitel 2. Das Miserere und die Morgenwäsche, der Strom der Mönche, bewegte sich lautlos durch die Gänge, eine Prozession von Schatten, die vom flackenden Licht ihrer einzelnen Kerzen an die gewölbten Decken geworfen wurden. Man schloss sich der Strömung an, wurde ein Teil dieser stillen, nach vorn drängenden Masse. Der Weg zur Kirche führte über den offenen Kreuzgang, wo die nächtliche Kälte noch unvermeidet in den Stein gekraut saß. Hier im Übergang vom Schlaf zum Kirchenflügel traf die volle Härte des Morgens die bloßen Füße. Man hatte die Sandalen abgelegt, wie es der Brauch für den Betreten des heiligen Bodens verlangte. Der Stein des Kreuzgangbodens war nicht einfach kalt. Er war eine aggressive, klirrende Gegenwart, die durch die Hornhaut der Sohlen bis in die Knöchel zu dringen schien. Jeder Schritt war ein kurzer, scharfer Schock, eine Abfolge von eisigen Berührungen, die den Geist sofort wach und schmerzhaft präsent machte. Der feine Tau, der sich in der Nacht auf den Platten gesammelt hatte, hinterließ feuchte Abdrücke, die sofort wieder verdünstet. Dann der Eintritt in die Kirche durch das schwere, eichene Portal. Die Kälte hier war von anderer Qualität. Eine stille, trockene, fast majestätische Kälte, die von den hohen Gewölben herabzusinken schien, gelagert über Jahrhunderten ungeheizter Andacht. Die Luft roch nach kaltem Weihrauch, nach dem Wachs vergangener Kerzen und nach dem unverwechselbaren Odeur des Steins selbst, eine Mischung aus Feuchtigkeit und Staub, die wenigen im Alltag essen, dick und aus reinem Bienenwachs, warfen ihr Licht nicht weit. Sie schufen vielmehr inselsanften, goldenen Schimmers in einem Meer aus gravitätischer Dunkelheit. In diesen Lichtpfützen tauchten Gesichter auf. Das runzlige, von Askerse gezeichnete Profil eines alten Mönches, die glatten, noch unfertigen Züge eines Novizen, die konzentrierten, nach innen gekehrten Mienen der Bittenden. Das Kerzenlicht glättete die Haut, verwandelte sie in warmes Elfenbein und ließ die tiefen Augenhöhlen zu geheimnisvollen Höhlen werden. Es war ein Licht, das nicht erhellte, sondern offenbarte, das die Einzelheit zugunsten eines kollektiven, zeitlosen Ausdrucks opferte. Die Menschen nahmen ihre Plätze in den Schaukelstühlen ein, hohe, dunkle Holzkonstruktionen, in die über Generationen hinweg Kerben und Abdrücke von Ellbogen und Rücken eingeschrieben waren. Ein leises Knarren erfüllte die Luft, dann Stille. Diese Stille war kein Mangel an Geräusch, sondern eine gespannte, erwartungsvolle Substanz. Sie wurde vom leisen Knistern der Kerzenflammen und dem fast unhörbaren Atmen von 50 Männern durchwirkt. Dann begann es, nicht mit einem Signal, sondern wie eine natürliche Erhebung aus der Stille heraus.
Ein einzelner, reiner Ton, von einem Mensch in der ersten Reihe intoniert, stieg in die Höhe des Chors, erfüllte den Raum nicht mit Lautstärke, sondern mit Präsenz. Ein zweiter Ton gesellte sich dazu, dann ein dritter, und bald war der Raum erfüllt vom monophonen, einlullenden Strom des gregorianischen Chorals. Es war das Miserere, der 51. Psalm. Die Melodie bewegte sich nicht in großen Sprüngen, sondern kroch in schmalen, wellenförmigen Linien dahin, ein akustisches Abbild der geduldigen, sich wiederholenden Arbeit, die den Tag füllen würde. Die lateinischen Worte, vertraut und doch durch die archaische Aussprache immer etwas fremd, waren nicht dazu da, verstanden zu werden, jedenfalls nicht mit dem rationalen Verstand. Sie waren ein Werkzeug der Vibration, ein Mittel, den eigenen Atem und den der Gemeinschaft zu synchronisieren. Miserable, Mai, des, die Stimmen verschmolzen zu einer einzigen organischen Klangmasse. Man spürte die Vibration in der eigenen Brust, fühlte, wie der kalte Steinboden unter den Füßen den tiefen Bass der älteren leise wiederhallte. Der Gesang umhüllte einen, nicht wie eine Decke, sondern wie kühles, fließendes Wasser. Wusch die letzten Reste des zweiten Schlafs fort, löste die individuellen Gedanken in einem größeren Strom auf. Die Augen halb geschlossen, ruhten auf dem flackernden Gold einer Kerzenflamme, und in dieser Verschmelzung von monotonem Gesang, rhythmischem und tanzendem Licht, konnte der Geist für Momente völlig leer werden. Ein bloßer Resonanzkörper für die Andacht. Die Messe verlief in den gewohnten, gemessenen Bahnen. Die Bewegungen des Priesters am Altar waren sparsam, präzise, fast geometrisch in ihrer Langsamkeit. Der Weihrauch, der aus der schwingenden Censio aufstieg, kräuselte sich in dicken, bläulichen Schwaden in den kalten Luftstrom unter den Gewölben und löste sich langsam auf. Das Miserere wich anderen Gesängen, dem Gloria, dem Sanctus. Aber der Charakter blieb derselbe, diese meditative und dimensionale Melodik, die Zeit zu dehnen und den Raum zu definieren schien. Als die letzte Antiphon verklingen, und das leise Rascheln der sich erhebenden Mönche durch die Kirche ging, fühlte man sich nicht belebt, sondern ausgewrungen in einer guten Weise. Die sensische Flut des Gesangs hatte alle Oberflächenspannung des frühen Morgens fortgespült. Der nächste Strom führte hinaus, zurück in den Kreuzgang, zu dem großen steinernen Brunnen in der Mitte des Gartens. Die Morgenwäsche war kein Akt der Hygiene, wie spätere Zeitalter sie verstehen würden, sondern ein Ritual der Reinigung. Klein und bescheiden, die Luft war jetzt etwas weniger beißend. Das erste fahle Grau des Tageslichts hatte die tiefste Schwärze vertrieben. Man trat an den Brunnenrand, dessen Stein durch Jahrhunderte des Gebrauchs in der Mitte ausgehöhlt und glatt poliert war. Das Wasser aus großer Tiefe heraufgeholt, war von einer klaren, gnadenlosen Kälte. Man schöpfte mit einer hölzernen Schale und goss es über die Hände, die im Halbdunkel weiß und fremd aussahen. Der erste Schock des Wassers war atemraubend, ein scharfes Bekenntnis zur Gegenwart des Körpers. Neben dem Brunnen lagen auf einem abgenutzten Brett
die Seifenstück. Sie waren selbst gemacht, eine Mischung aus Asche von verbranntem Buchenholz und ausgelassenem Talg von Schafen oder Schweinen. Sie fühlten sich nicht glatt an, sondern krümelig und sandig und hinterließen auf der Haut ein seltsames, fettiges, doch abrasives Gefühl. Man rieb sie zwischen den nassen Handflächen und es entstand keine üppige Lava, sondern ein dünner, grauer, leicht körniger Paste. Der Geruch war unspektakulär. Ein Hauch von Rauch, ein Unterton von tierischem Fett, sauber und doch irrtümlich. Das Ritual des Reibens an des erneuten Übergießens mit dem eiskalten Wasser war fast meditativ. Man beobachtete, wie der graue Schleim von den Hautwürzeln in den steinernen Abfluss rann, wie die Hände unter der Kälte rot anliefen und sich lebendig anfühlt. Es war eine Reinigung von symbolischem Wert, eine Abstreifung der nächtlichen Trägheit, eine Vorbereitung der Werkzeuge, der Hände für die heilige Arbeit des Schreibens. Dies Anflage, sofern man davon sprechen konnte, war eine noch schlichtere Angelegenheit. Einige Mönche rieben ihre Zähne mit einem frischen, ausgefaserten Zweig einer bitteren Eiche, andere mit einem Stückchen sauberer Leinentuch, das in Kreidepulver getaucht war. Die Idee einer Bürste aus Schweineborsten war bekannt, aber selten und eher ein Kuriosum. Der Geschmack im Mund nach dem erwachen war ein gegebenes, geduldig ertragenes Faktum, das durch ein wenig Wasser und den herb adstringierenden Saft des Eichenzweigs lediglich modifiziert, nicht besiegt wurde. Ein vollständiges Bad war ein Ereignis von solcher Seltenheit, dass es in der Klosterregel eigens erwähnt und meist auf die Zeit für großen Festtagen beschränkt war. Der Körper wurde nicht gepampert, sondern in Schach gehalten. Sein natürlicher Zustand als eine Mischung aus Erde und Transpiration war eine ständige, demütige Begleitung. Nachdem die Hände abtrocknet und die feuchten Füße noch dürftig in den Rocksäumen abgerieben waren, stand man einen Moment still am Brunnen. Die Hände, nun sauber und kalt, hingen schwer an den Armen. Der Gesang holte noch immer nach in den Ohren ein akustisches Nachleuchten. Der Geschmack der Ascheseife lag leicht auf der Haut. Vor einem lag der Weg zum Refektorium, zum ersten kargen Mahl des Tages. Hinter einem lag die intensiv-sensorische Kammer der Kirche. Der Übergang war fließend. Man nahm die eigene, saubere Hand und betrachtete sie im dämmerigen Licht. Diese Hand würde bald die Feder halten, die Tinte führen. Die Morgenwäsche hatte sie nicht verwöhnt, sondern scharf gestellt, sie ihr selbstbewusst gemacht. Mit diesem Bewusstsein, mit dem Nachklang des Miserere, im Blut und der Kälte des Brunnenmosses auf der Haut, verließ man den Brunnengarten und folgte den anderen in die wachsende Helligkeit des neuen Tages, dessen erste feierliche Akte nun vollbracht waren. Kapitel 3. Das erste Mal, Brot, Bier und ein wenig Grütze. Der Weg vom Brunnen zum Refektorium führte durch einen überdachten Gang, dessen Steinplatten nun mit nassen Füßen betreten, eine andere, fast trügerische Kälte ausstrahlten, eine Kälte, die von Anten in die Knoche. Der Geruch veränderte sich langsam, subtil.
die kirchenwürdige Mischung aus Weihrauch und kaltem Wachs, which dem erdigen Duft, feuchte Steine, bis sich schließlich wie eine ferne Verheißung, der Hauch von geröstetem Getreide und der säuerlich warme Dunst von Gärung in die Luft mischte. Das Refektorium war ein langer, gewölbter Saal mit schmalen Fenstern, durch die das erste fahle Tageslicht in staubigen Bahnen auf die einfachen Holztische und Bänke fiel. Die Menschen nahmen schweigend ihre Plätze ein, ein leises Scharren von Holz auf Stein, dann Stille. Die Stille war hier eine andere als in der Kirche. Sie war erwartungsvoll, aber nicht gespannt, erdig und praktisch. Sie wurde nur vom leisen, monotonen Murmeln des Lektors unterbrochen, der an einem erhöhten Puls saß, unter seinem hagiografischen Text vorlas, seine Stimme ein gleichmäßiges, bedeutungsloses Rauschen, das die Gedanken umschloss, ohne sie zu fesseln. Vor jedem Platz standen 3 einfache Gefäße, eine hölzerne Schüssel, ein edener Becher und auf einem schlichten Holzbrett ein Stück Brot. Das war das gesamte Frühstück, eine Trias der Notwendigkeit. Die Aufmerksamkeit richtete sich zuerst auf das Brot. Es war kein Laib, sondern ein Stück, grob abgebrochen von einem größeren, rundlichen Brot. Seine Farbe war nicht goldbraun, sondern ein tiefes, fast schmutziges Braun, die Kruste hart und uneben von tiefen Rissen durchzogen, als habe sie Muffin gelitten. Es fühlte sich schwer an in der Hand, dicht und solide wie ein Stück gut getrocknetes Holz. Dreht man es, sah man die Engebacken und Spelsen, vom Ruhigen und Gelöste, winzige, schwarze und braune Punkte in der groben, dunklen Krume. Es war Brot aus gemischtem Getreide, aus dem, was die letzten Ernten hergegeben hatten, vielleicht mit einem Zusatz von billigem, nahrhaftem Hülsenfrüchtemehl. Der Biss war eine Offenbarung. Zuerst der Widerstand der zähen Kruste, die zwischen den Zähnen knirschte, dann das Nachgeben der feuchten, dichten Krume. Der Geschmack war erdig, säuerlich von der spontanen Sauerteiggären, mit einem deutlichen, fast sandigen Nachgeschmack der unraffinierten Malung. Dies war kein Genussmittel. Es war Fundament. Es sättigte nicht nur. Es beschäftigte die Kiefer, forderte Zeit und Mühe für seine Eroberung. In dieser einen Scheibe lag die Mühe des Pflügens, des Säens, des Erntens, des Dreschens, des Malens auf den schweren Mühlsteinen und des Backens im knisternden Holzofen des Klosterbackhauses gebündelt. Für 9 von 10 Menschen außerhalb dieser Mauern war ein solches Stück Brot, vielleicht mit etwas Käse oder einer Zwiebel, die gesamte Mahlzeit des Tages. Hier war es der Anfang, die feste Basis, auf der alles andere ruhte. Neben der Schüssel stand der Becher. Darin befand sich das sogenannte kleine Bier oder Frühstücksbier. Ein dünnes, schwaches Gebräu von blassbernsteinerner Farbe. Es wurde nicht aus Vergnügen getrunken, sondern aus purer Notwendigkeit. Wasser aus Brunnen oder Flüssen war oft unsicher, ein trügerischer Trank, der Ruhe und Fieber bringen konnte. Der Brauprozess, bei dem das Wasser erhitzt und mit Hopfen und Gerste versetzt wurde, tötete die unsichtbaren Übel ab. Man hob den Becher
und trank einen kleinen Schluck. Die Flüssigkeit war lau, kaum kühler als die Luft im Saal. Der Geschmack war vorherrschend, säuerlich, ein scharfer, beißender Ton mit nur einem Hauch von Bitterkeit des Hopfens und der süßlichen Malznote dahinter. Es war wie Brühe, mehr ein flüssiges Nahrungsmittel als ein Rauschmittel. Es pülte die trockenen Brotkrümel von der Zunge und hinterließ ein pelziges, leicht adstringierendes Gefühl im Mund. Dieses Gabriel begleitete jede Mahlzeit, war das ständige, unaufregende Getränk des Alltags von den Laienbrüdern in den klostereigenen Brauhäusern, in großen bottischen Gebrauhäusern, in großen. Sein Bedeton lag in seiner Harmlosigkeit, in seiner Funktion als sichere, kalorienhaltige Flüssigkeit. Man trank es langsam, schluckweise und spürte, wie eine milde, beruhigende Wärme den Magen erreichte. Dann die Schüssel. Darin dampfte, oder besser, sie gab einen schwachen, wässrigen Dunst ab, eine lauwarme Hafergrütze. Sie war nicht cremig, sondern von einer dickflüssigen, leicht schleimigen Konsistenz, in der sich hier und da kleine, unaufgelöste Klumpen von Haferflocken wie Inseln abhoben. Sie war ohne Salz, ohne Zucker, ohne jeden Zusatz, außer vielleicht einem Schuss Wasser oder der dünnen Molke von der Käseherstellung. Ein kleiner hölzerner Löffel lag daneben. Man tauchte ihn ein und führte ihn zum Mund. Der Geschmack war so neutral, so unspektakulär, dass er fast abstrakt war. Ein Hauch von Getreide, eine Textur von feuchtem Sand, eine Temperatur, die gerade so hoch war, dass sie nicht als kalt empfunden wurde. Man aß sie nicht aus Hunger auf sie, sondern aß sie, um den Magen zu füllen, um die scharfen Kanten des Brotes zu ummanteln, um eine dritte, weiche Komponente hinzuzufügen. In Zeiten, die festens daher einen großen Teil des Jahres einnahmen, würde diese Grütze vielleicht mit Mandelmilch zubereitet werden. Mandel, teuer importiert aus dem Süden, wurden gestoßen, mit Wasser gemischt und ausgepresst, um ein milchiger, nassige Flüssigkeit zu ergeben, die tierische Milch ersetzen konnte, ist wohl eine erstaunliche Tatsache. In dieser Welt der einfachen, lokalen Nahrung war Mandelmehl von Mandelmilch ein verbreiteter, fast alltäglicher Bestandteil der klösterlichen Küche, während der Fastenzeit ein kleines Luxusgut der Abstinenz. Das Essen geschah in vollkommener Stille, unterbrochen nur vom Murmeln des Lektors. Es gab kein Klappen von Geschirr, kein Gespräch, nicht einmal Blicke, die sich trafen. Jeder war mit seinem eigenen Mahl beschäftigt, ein einsames Ritual in der Gemeinschaft. Die Gedanken konnten wandern, befreit von der Notwendigkeit der Conversation. Sie wanderten zu den Bauern, die man vielleicht später auf dem Feld sehen würde, die mit genau diesem Brot in der Tasche zur Arbeit gingen. Sie wanderten zur unglaublichen Bedeutung des Getreides, das nicht nur Nahrung, sondern Währung, Maßstab, Lebensgrundlage war. Eine schlechte Ernte bedeutete nicht Unbehagen, sondern Hunger, Aufruhr, Tod. Das Graubrot auf dem Brett war ein stummes Jug dieser ständig zitternden Abhängigkeit von der Erde und dem Wetter.
Man tauschte das letzte Stück Brot in den Rest der Grütze, ließ es den wässrigen Brei aufsaugen, um ihm etwas Geschmack und Weichheit zu verleihen, und aß es. Ein letzter Schluck des säuerlichen Biers spülte alles hinunter. Der Mädchen fühlte sich nun nicht voll an, sondern solide, beschwert, gegründet. Ein Gefühl ruhiger Zufriedenheit breitete sich aus, eine Zufriedenheit, die nichts mit Gaumenfreude zu tun hatte, sondern mit der stillschweigenden Gewissheit, die grundlegende Pflicht der Nahrungsaufnahme erfüllt zu haben. Die Hände, die das Brot gehalten hatten, waren mit einer feinen Schicht von Mehlstaub und Krümel bedeckt. Man rieb sie leicht in der groben Wollkütte ab. Der Lektor beendete seine Lesung mit einem leisen Tu autem Domine miserere nobis, auf das die versammelte Gemeinschaft mit einem gedämpften Deo gratias antwortete. Das war das Signal, ohne Eile, in der gleichen schweigenden Ordnung, wie sie gekommen waren, erhoben sich die Mönche. Die hölzernen Schüsseln und Becher blieben zurück, um von den Laienbrüdern abgeräumt und gereinigt zu werden. Man verließ den langen Saal, dessen Luft nur noch dichter, vom Geruch nach nassem Holz, säuerlichem Bier und dem schweren, erdigen Aroma des verzehrten Brotes war. Das fahle Licht in den Fenstern hatte an Intensität gewonnen, war jetzt ein klares, kaltes Grau. Das erste Maler war vorbei. Es hatte nicht geschmeckt im herkömmlichen Sinne. Es hatte genährt, verankert und vorbereitet. Der Körper war versorgt, der Geist, vom monotonen Vortrag beinahe eingelullt, war ruhig und zentriert. Der Weg führte nun zurück ins Skriptorium, zum Stein, zum Pergament, zur Tinte. Der Tag, dieser aus einfachen, klaren Komponenten zusammengesetzte Tag, konnte seine eigentliche Arbeit aufnehmen. Kapitel 4, der Weg zum Pergamentmacher, Teil 1, die Erlaubnis des Abtis, war kein förmliches Dokument, sondern eine stille Geste, ein kaum merkliches Neigen des Kanonhauptes, als man ihn nach der Messe im Kreuzgang ansprach. Seine Augen, tief in Schattenhöhlen gebettet, hatten einen Blick der stillschweigenden Billigung geworfen, während seine Lippen das eine notwendige Wort formten. Es war ein seltenes Privileg, die klösterliche Enklave zu verlassen, selbst für einen so praktischen Zweck wie die Beschaffung neuen Pergaments. Das Skriptorium hangerte danach, und der Vorrollen brauchbaren Blattern war auf eine bedenkliche Handvoll geschrumpft. Alles beschrieben bis auf die Schrieben bis auf die schrumpft. Alles beschrieben bis auf die Schrieben bis auf die schmähnähend. Also verließ man die Stille des Kreuzgangs und schritt auf das große eichene Tor im südlichen Mauerflügel zu. Der Pförtner, ein alter, schweigsamer Bruder mit einem schlaffen Augenlid, kannte den Auftrag. Sein Schlüsselbund klirrte metallisch in der stillen Morgendämmerung, ein fremder, weltlicher Laut. Das Riegeln der schweren, eisenbeschlagenen Tür war ein Akt von erstaunlichem Geräusch. Das tiefe, kratzende Schieben des hölzernen Balkens aus seinen Halterungen, gefolgt vom ächzenden, widerstrebenden Knarren der Angel, als das Tor nach innen aufschwang. Für einen Moment stand man im Schatten des Torbegens, ein Grenzgänger zwischen zwei Welten.
dann trat man hinaus. Der erste Eindruck war nicht visuell, sondern haptisch. Der Weg vor dem Kloster war kein Weg im eigentlichen Sinne, sondern eine Rinne aus weichem, schlammigem Lehm, durchfuhr von den Spuren unzähliger Karrenräder und den tiefen Hufabdrücken von Ochsen. Der Fuß, nur durch die dünne Ledersohle der Sandale geschützt, sank sofort ein, umschlossen von einer kühlen, nachgebenden Feuchtigkeit. Es war kein unangenehmes Gefühl, sondern ein sinnliches Bekenntnis zur Erde. Ein Kontrast zum unnachgiebigen Stein der Klosterböden. Der Geruch schlug einem entgegen, eine komplexe Mischung, die hier draußen ungefiltert herrschte, der tiefe, süße Duft feuchte Erde und verrottenden Laubes, durchzogen von dem scharfen, harzigen Rauchholzfeuer, das aus den Schornsteinen der wenigen an die Klostermauer geduckten Hütten kräuselte. Unter allem lag der animalische Dunst von Mist und nassem Fell, ein Grunten des ländlichen Lebens. Und dann, aus der Ferne, getragen von der stillen Morgenluft, das regelmäßige, metallische Klang eines Schmiedehammers auf dem Amboss. Es war kein lautes, aufdringliches Geräusch, sondern ein gedämpfter, rhythmischer Herzschlag der Welt draußen, ein Zeichen von Arbeit, die nicht dem Gebet, sondern im unmittelbaren Nutzen galt. Man folgte dem schlammigen Pfad, der sich träge zwischen Norden noch kahlen Hecken hindurchschlängelte. Das Kloster, von außen betrachtet, wirkte wie eine gewaltige, graue Festung, seine Mauern in der matten Morgendämmerung ohne Glanz oder Anmut. Der Blick wanderte über die umliegenden Felder, die sich in einem sanften Gefälle vom Klosterberg hinabzogen. Und dort, auf dem Nächstacker, sah man sie, die Bauern. Sie waren keine lebhafte, lärmende Gruppe, sondern eine stille, sich langsam vorarbeitende Kette von Gestalten, in grob sädfarbenes Tuch gehüllt. Vor ihnen zog ein einzelner Ochse, sein mächtiger Körper, eine langsame, beharrliche Maschine, den schweren, hölzernen Flug hinter sich herzerrend. Der Flug ritzte eine dunkle, feuchte Furche in das braune Erdreich. Die Männer folgten, ihre Schritte schwer im aufgeweichten Boden, ihre Blicke auf die gerade Linie vor ihnen gerichtet. Es war ein Bild von zeitloser, wortloser Mühe. Ihre Bewegung hatte etwas Meditatives, eine Langsamkeit, die nicht aus Trägheit, sondern aus der enormen physischen Anforderung und der Notwendigkeit der Ausdauer geboren war. Sie pflügten das Brachland, das im vergangenen Jahr geruht hatte. Dies wurde es unspektakulär, aber essentieller Gerüst des bäuerlichen Lebens, die Dreifelderwirtschaft. Das Land ringsum war in lange, schmale Streifen unterteilt, die verschiedenen Familien oder dem Kloster selbst gehörten, aber alle folgten dem gleichen jährlichen Rhythmus. Ein Feld trug in diesem Sommer das Wintergetreide, Roggen oder Weizen, der jetzt als zartes Grün aus der Erde spross. Das nächste Feld, das man jetzt vor sich sah, war das Brachland des Vorjahres, das nun umgepflügt wurde, um Unkraut zu unterdrücken und den Boden mit der Kraft der Ochsen und des eisernen Pflugscharres zu locken. Im Herbst würde es mit Sommergetreide wie Gerste oder Hafer bestellt werden. Das dritte Feld lag in diesem Jahr völlig brach, diente als Weide für das Vieh, dessen Dunst dünkte
und erholte sich für das kommende Jahr. Es war ein langsamer, vorsichtiger Kreislauf, ein Tanz mit der erschöpfbaren Fruchtbarkeit der Erde, der keine Missernte, keinen zu nassen, keinen zu harten Winter verzeihen konnte. Die Männer da draußen waren nicht Herren der Erde, sondern ihre geduldigen, besorgten Partner. Ihre Arbeit war so fundamental wie der Schlamm unter den eigenen Füßen, so unsichtbar wichtig wie das stille Atmen der schlafenden Mönche in der Nacht. Man blieb einen Moment stehen, die Kälte des Morgens im Nacken, und beobachtete diese stumme Prozession. Der Rauch aus den Hütten mischte sich mit dem aufsteigenden Dunst des frisch aufgeworfenen Erdreichs. Das Fernhämmern des Schmieds setzte für einen Moment aus, und in der Stille hörte man nur das leise, nasse Scharren des Flügelseins, das Keuchen des Ochsen und den Ruf eines Raben, der auf einem Feldstein hockte. Dann setzte der Hammerschlag wieder ein, und man wandte sich ab, den Pfad weiterverfolgend, der nun sanft abfällig in Richtung des träge fließenden Flusses und der kleinen, auf seinem Ufer geduckten Stadt führte, in deren Gassen der Pergamentmacher seine Werkstatt hatte. Capitello 5 Der Weg zum Pergamentmacher. Teil 2 Der Weg zum Pergamentmacher. Teil 2 Der Pfad mündete in eine breitere, wenn auch die wenige schlammige Spur, die entlang des trüben Philosophers direkt auf die Stadt zuführte. Die Siedlung war keine imposante Festung, sondern ein Konglomerat aus niedrigen, geduckten Gebäuden, umgeben von einem einfachen Palisadenser aus zugespitzten Eichenstämmen. Das Tor war kein steinernes Bauwerk, sondern ein schlichtes, aus schweren Brettern gezimmertes Doppelflügel, das tagsüber offen stand. Ein Wächter lehnte daneben, eine stumpfe Hellebarde in der Hand. Mehr eine zeremonielle als eine tatsächliche Bedrohung. Sein Blick glitt über die einfache Menschgötter, erkannte ihre Autorität und wandte sich gleichgültig wieder dem Innern des Tores zu. Der Eintritt in die Stadt war kein dramatischer Schritt über eine Schwelle, sondern ein allmähliches Eintauchen in eine dichtere, komplexere Atmosphäre. Die Eindrücke überfielen ein nicht, sie sickerten langsam ein, Schicht um Schicht. So als war es der Geruch. Draußen auf den Feldern war weit und erdig gewesen. Hier wurde eng, persönlich, fast aufdringlich. Der Rauch von 100 einzelnen Herdfeuern, jedes aus unterschiedlichem Holz, vermischte sich zu einer schwellenden, süßlich beißenden Wolke, die in den Gassen hing. Dazu kam der scharfe, ammoniakale Gestank von menschlichem und tierischem Abfall, der aus den offenen Rinnen in der Mitte der Wege dampfte und sich mit dem Dunst von nassem Stroh, ranzigem Fett und dem säuerlichen Duft von Gärung aus den Brauhäusern verband. Und über allem lag der lebendige, warme Geruch der Menschen selbst, vom Schweiß und grober Wolle, von ungewaschenen Körper und dem Atem einer Gemeinschaft, die auf engstem Raum lebte und arbeitete. Es war kein fauliger Gestank, sondern ein dickes, komplexes Aroma des Alltags, das in die Kleidung und das Haar drang. Das Gassengetümmel bewegte sich in einem gemächlichen, fast trägen Tempo. Es gab kein Gedränge, kein lautes Rufen,
nur ein stetiges, murmelndes Fließen. Eine Frau mit einem schweren Korb voller Wäsche auf der Hüfte schob sich wortlos vorbei, ihr Blick auf den schlammigen Boden unter ihren Holzschuhen gerichtet. Ein Mann führte ein mageres Schwein an einen Strick hinter sich her. Das Tier schnüffelte grumsend an den Abfällen am Wegrand. Dann von hinten. Kommend, dann von hinten. Kommend ein langes, quietschend Kreischen, das sich durch alle anderen Geräusche fraß. Ein Karren, beladen mit Sackware, rollte vorbei. Seine Räder waren keine gespeichten Konstruktionen, sondern aus massiven, runden Scheiben eines einzigen, dicken Eichenstammes, durchbohrt von einer groben Achse. Sie quietschten und ächzten unter der Last. Ein schriller, unvergesslicher Ton des ungeschmierten Holzes auf Holz, der noch lange in den Ohren nachholte, nachdem der Karren um die nächste Ecke verschwunden war. Kinder barfüßig und in zerlumte Tuniken gekleidet, spielten in einer schmalen Einbuchtung zwischen zwei Häusern. Ihr Spielzeug war kein Bantensobjekt, sondern ein ausgebleichter, weißer Knochen, wahrscheinlich von einem Schwein, der durch lange Benutzung glatt und glänzend geworden war. Sie warfen ihn sich zu, jagten ihn hinterher, lachten mit hellen, unbesorgten Stimmen, die seltsam fremd in dieser Welt der gedämpften, erwachsenen Geräusche klangen. Ihr Spiel warf keine Fragen auf. Der Knochen war einfach da, ein Fundstück, das seine ursprüngliche Funktion verloren und eine neue, spontane angenommen hatte. Der Blick wanderte nach oben zu den Häusern selbst. Sie waren Fachwerkhäuser, ihre Skelette aus dunklen Eichenbalken sichtbar, die Zwischenräume mit einem Gemisch aus Lehm, Stroh und Fiedung ausgefüllt. Viele von ihnen neigten sich, nicht dramatisch, sondern in einer sanften, über Jahrzehnte erworbenen Schieflage, als ob sie sich müde aneinander lehnten. Die Fenster waren nicht Glas, sondern schmale, verschließbare Schlitze, oft nur mit einem vorgehängten Stück dünnen, geölten Pergaments oder einer Holzleben versehen. Das Licht, das hereinfiel, musste schmal und gezähmt sein. Auf einigen der vorspringenden, obergeschossig trocknete Wäsche, graue und braune Lumpen, die reglos in der feuchten Luft hingen. Der Fokus lag nicht auf dem Spektakulären, sondern auf den unzähligen, alltäglichen Details, die zusammen das Gewebe dieses Ortes webten. Da war der Türstöß eines Hausingangs nicht aus sauber behauenem Stein, sondern aus einem groben Eichenbalken, der in einer Ecke gesplittert und morsch war, von Generationen von Händen abgewetzt und vom Bette ausgehöhlt. Eine große Pfütze, gespeist aus der Abflussrinne und dem anhaltenden Nachtregen, blockierte fast die gesamte Breite einer schmalen Gosse. Ein paar Flashsteine waren als notdürftige Durchgangshilfe hineingelegt worden, ihre Oberflächen schlammverschmiert und trügerisch. Ein Hund, ein zotteliges, gelbbraunes Tier mit hängenden Ohren, leckte gedankenverloren Wasser aus dem Rand der Pfütze. An einer Hauswand lehnte eine alte, zerbrochene Holzschaufel, ihr Stiel gespalten, ihre Eisenkante stumpf und rostig. Sie war nicht weggeworfen worden,
Vielleicht konnte sie noch für etwas anderes verwendet werden, oder sie wartete einfach darauf, irgendwann als Brennholz zu enden. Nichts schien hier absichtlich dekorativ zu sein. Alles trug die Spuren von Gebrauch, von Wetter, von der langsamen Abnutzung durch das Leben selbst. Es war eine Welt aus Holz, Lehm, Stroh und Stein, in der jedes Objekt eine Geschichte von praktischem Nutzen erzählte, bis es auseinander fiel oder in etwas Neues verwandelt wurde. Der Weg durch diese Gassen war kein Spaziergang, sondern eine langsame Durchkehrung einer lebendigen, atmenden Organismus, dessen Schönheit nicht in der Anordnung, sondern in der puren, unbeabsichtigten Authentizität seiner Einzelteile lag. Man folgte den unsichtbaren Linien des Alltags, dem Geruch nach Rauch und dem gedämpften Klang von Hämmern aus einer unsichtbaren Werkstatt, immer weiter in das Herz der kleinen Stadt hinein, dorthin, wo der Geruch nach Rausch allmählich von einem anderen, animalischeren Duft überlagert wurde, den Geruch nach nassem Leder und Kalk. Der Hof des Pergamentmatches konnte nicht mehr weit sein. Kapitel 6. Im Hof des Pergamentmatches. Der Geruch führte einem wenig unsichtbare Schnur. Der Komplex der Gassen, diese Mischung aus Mensch und Apfel, klärte sich allmählich auf, überlagert von einem schärferen, animalischeren Duft. Es war der Geruch von nassem Leder, aber nicht das saubere Leder eines Sattlers. Dies war tiefer, ursprünglicher, vermischt mit der schneidenden Not von Kalk und einer leisen, fauligen Unterströmung von organischer Zersetzung, die gerade noch in Schach gehalten wurde. Man folgte diesem Geruch durch eine schmale, von hohen Holzsäulen gesäumte Gasse, die in einen kleinen, ungepflasterten Hof mündete. Hier herrschte eine seltsame Stille. Es war nicht die Stille der Abwesenheit von Geräuschen, sondern eine Art geschäftige, konzentrierte Ruhe. Der Lärm der Stadt war hier zu einem fernen, gedämpften Summen geworden, wie das Rauschen eines Flusses hinter einem Hügel. Der Hof selbst war ein Ort der suspendierten Transformation, eine Zwischenstation zwischen Tier und Text. Überall an niedrigen Holzgestellen und gespannten Seilen hingen die Häute. Sie waren nicht mehr die flüchtigen Hüllen von Schafen oder Kälbern, sondern flasche, gespannte Rechtecke von blassem, gelblichem Weiß, die in der feuchten Morgenluft bewegungslos drapiert waren. Einige waren noch fast durchscheinend, feucht und schwer, andere schon trockener und steifer, gespannt wie die Segel eines unsichtbaren Schiffes. Sie warfen seltsame, weiche Schatten auf den schlammigen Boden. Die Luft war kühl und feucht hier, ein Mikroklima, das für den Prozess notwendig schien. In der Mitte des Hofes, unter einem schützenden, schindelgedeckten Vordach, saß der Meister auf einem niedrigen Schemel. Er war ein Mann von bestimmtem Alter, mit Armen, die von der wiederholten Bewegung kräftig und sehnig waren, eingehüllt in eine schmutzige, lederne Schürze, die bis zu den Knien reichte. Vor ihm, auf einem schrägen, glatt polierten Holzbrett, lag das Objekt seiner Arbeit, eine gespannte Haut. Sie war bereits vom Wolle oder Haaren befreit und wirklich nackt, ein blasses, feuchtes Rechteck, das an den Rändern mit kleinen Holzflecken auf dem Brett fixiert war.
In seiner Hand hielt das Werkzeug ein halbmondförmiges Messer, dessen gebogener Stahlblatt im trüben Licht matt glänzte. Die Arbeit, die er verrichtete, war von einer fast hypnotischen Langsamkeit. Sie war kein Hacken oder Schneiden, sondern ein Schaben, ein unendlich geduldiges Abtragen. Er legte die scharf, Klinge flach auf die Oberfläche der Haut, fasste den Griff mit beiden Händen und zog sie dann mit einem gleichmäßigen, beharrlichen Druck zu sich her. Die Bewegung kam aus den Schultern, ein sanftes Wiegen des gesamten Oberkörpers, ein leises, kratzendes Geräusch war zu hören, nicht metallisch, sondern weich und feucht, wie das Geräusch eines Steins, der über nassen Sand gezogen wird. Unter der Klinge löste sich kein Schnitt, sondern ein feiner, weißlicher Brei, eine Mischung aus Fett, Bindegewebe und den letzten Resten von Fleisch, der sich am Messer sammelte und den er regelmäßig mit einer abgestumpften Bewegung an der Kante des Brettes abstreifte. Sein Blick war nicht auf die Klinge gerichtet, sondern durch sie hindurch, auf eine unsichtbare Ebene unter der Oberfläche. Er fühlte den Widerstand mit seinen Händen, interpretierte die winzigen Variationen in der Textur durch das Werkzeug hindurch. Jede Zug war eine Entscheidung, ein Abwägen vom Druck und Winkel, um eine Schicht nicht mehr als die Dicke eines Blattpapiers zu entfernen, ohne die darunter liegende, kostbare Hautschicht zu beschädigen. Dies war nur eine Phase in einem langen, mühsamen Prozess, der Tage, manchmal Wochen dauerte. Man wusste, wie es begann, mit der rohen, blutigen Haut eines frisch geschlachteten Tieres, die in eine Grube mit Kalkwasser eingeweicht wurde. Dort lag sie wochenlang, in der ätzenden Lösung, die die Haare lockerte und das restliche Fleisch aufweichte. Dann wurde sie herausgeholt, über einen runden Balken gespannt und mit einem stumpfen, halbkreisförmigen Messer wurden Haare und Oberhaut abgeschabt. Eine schmutzigere, kraftvollere Arbeit als diese hier. Danach kam das Spannen. Die Haut wurde in einen rechteckigen Holzrahmen gespannt, mit Seilen, die durch Löcher an den Rändern gezogen wurden und dann langsam über Tage hinweg eingezogen, während sie trocknete, bis sie straff wie eine Trommel war. Erst dann, in diesem gespannten Zustand, konnte die eigentliche Verfeinerung beginnen. Dieses minutiöse Schaben mit dem halbmondförmigen Messer, um alle Unebenheiten, alle verbliebenen Fleisch- und Fettreste zu entfernen, die Haut auf eine gleichmäßige, perfekte Dicke zu bringen. Der Meister arbeitete sich Zentimeter für Zentimeter vor, drehte das Brett gelegentlich, um aus einem anderen Winkel anzugreifen. Die Haut unter seinen Händen begann sich zu verwandeln. Wo sie zuerst matt und feucht gewesen war, nahm sie nun einen leichten, gleichmäßigen Glanz an, eine glatte, fast porzellanhafte Oberfläche. Es war die Geburt des Pergaments aus. Der Verwesung, ein Alchemievorgang, der Fäulnis in Dauerhaftigkeit verwandelte. Die Stille wurde nur vom rhythmischen Kratzen des Messers, dem gelegentlichen Abstreifen des Breis und dem leisen Seufzen des Mannes bei einer besonders widerständigen Stelle unterbrochen. Es war eine Stille, die von tiefer Konzentration erfüllt war, eine Stille, die das Material und den Handwerker in einen gemeinsamen,
zeitlos Kreislauf einband. Nach einer langen Weile, als die Sonne ein schwaches, milchiges Licht durch die Wolkendecke zu drücken begann, hielt der Meister inne. Er legte das Messer beiseite, rieb sich mit dem Handrücken über die Stirn und sah auf. Seine Augen, von der konzentrierten Naharbeit gerötet, erkannten die Menschkutte. Ein kaum merkliches Nicken. Man trat näher an dem ruhiger, von der Arbeit heiser gedämpfter Dialog entspann sich. Mehr ein Austausch von Feststellungen als ein Gespräch. Ja, er hatte Vorrat. Nein, es war nicht billig. Die Kosten lagen nicht im Werkzeug oder in der Mühe allein, sondern im Rohstoff. Für eine einzige Bibel, so erklärte er mit einer gleichgültigen Handbewegung, die Ungeheuerlichkeit der Zahl unterstrich, brauchte man die Häute einer ganzen Schafsherde, Hundeteren ihr gesamtes Leben und Sterben, reduziert auf diesen stummen, weißen Träger von Worten. Das wurde wahrer Preis der Heiligen Schrift, nicht das Gold der Initialen, sondern diese stille Armee von Schafen, deren Existenz in unzähligen, makellosen Blättern konserviert wurde, dann fast beiläufig, wies er auf die Haut vor sich hin und berührte mit einem knurrigen Finger zwei verschiedene Stellen. Hier, sagte seine Gäste, die Seite, auf der das Haar gewachsen war immer etwas rauer, poröser. Sie nahm die Tinte anders auf, ließ sie leicht ausfransen, wenn man nicht aufpasst. Und dort, die Fleischseite, war glatter, geschlossener, fast seidig. Ein Schreiber müsse das wissen, müsse jedes Blatt prüfen und seine Hand den Charakter der Seite anpassen. Es war eine seltsam intim Tatsache. Jedes Blattpergament trug die geheime Geographie des Tierkörpers in sich, eine unsichtbare Landkarte aus Textur, die jedem Buchstaben, der darauf gesetzt wurde, jedem Buchstaben. Das Abschreiben war kein Kampf gegen ein neutrales Medium, sondern eine Zusammenarbeit mit einem Material, das sein eigenes Gedächtnis, seine eigene Herkunft bewahrt hatte. Der Meister nickte wieder, als ob diese Information selbstverständlich sei, und wandte sich zurück zu seiner Arbeit. Das halbmondförmige Messer wurde wieder aufgesetzt. Der rhythmische, kratzende Ton setzte erneut ein. Man trat zurück, ließ den Blick über den Hof mit seinen gespannten, wartenden Häuten schweifen. Jedis diese blassen Recherchierte war ein potenzielles Blatt, ein Gefäß für Gebete, Gesetze oder Geschichten. In der geschäftigen Stille dieses Hofes, zwischen Kaltgeruch und dem leisen Schaben des Messers, wurde einem die ungeheure Mühe hinter der scheinbaren Leichtigkeit der Worte bewusst. Wie wohl ein einziger Buchstabe getuscht werden konnte, war bereits diese lange, stille Arbeit der Transformation geleistet worden. Eine Arbeit, die in jedem späteren Lesson unsichtbar mitschwang. Kapitel 7. Die Rückkehr mit Schatz und Staub. Das Bündel unter dem Arm hat ein eigenes Gewicht und eigene Sprache. Es war nicht schwer, aber dicht, eine kompakte Rolle aus mehreren Dutzend sorgfältig geglättete Pergamentblätter, die mit einem schmalen Lederriemen zusammengebunden waren. Jeder Schritt ließ die Blätter leicht aneinander reiben, ein sanftes, trockenes Rascheln, das wie das Flüstern der Tiere klang, aus deren Haut sie entstanden waren. Es war ein kostbarer Schatz,
dessen Wert nicht im Glanz, sondern in potenzieller Leere lag, in der unberührten Fläche, die darauf auch warten würde, mit schwarzen Zeichen gefüllt zu werden. Der Rückweg aus der Stadt schien kürzer, vertrauter, als ob die Füße nun die Spur im Schlamm, die sie hineingegraben hatten, wiedererkennen und ihr folgen würden. Die Sonne hatte sich endgültig durch die morgendliche Wolkendecke gearbeitet und stand nun höher, ein blasses, silbernes Scheibchen in einem milchigen Himmel. Sie warf kein warmes Licht, sondern ein klares, kaltes, das die Welt in scharfer, aber farblos Kontraste tauschte. Das tiefe Braun des Weges gegen das matte Grau des Himmels, das schwarze Skelett der Hecken gegen das fahle Gelb des alten Grases an den Feldrändern. Die Luft war lauer geworden, hatte die beißende Schärfe des frühen Morgens verloren und fühlte sich nun nur noch feucht und kühl an wie ein nasses Tuch, das ihr das Gesicht gelegt wurde. Der Geruch der Stadt. Diese dichte Mischung blieb noch eine Weile in der Kutte unter den Nasenlöchern hängen, wurde aber allmählich von der weiteren, sauberen Luft der Felder ausgewaschen. In einer der letzten Hütten vor dem Stadttor, dort wo der Pfad sich wieder in die offene Landschaft öffnete, saß eine Frau auf einem niedrigen Schemmel direkt vor ihrer Tür. Vor ihr stand ein aufrechter Webstuhl, eine schlichte, hölzerne Konstruktion. Ihre Hände bewegten sich mit einer mühelosen, eng geschliffenen Routine. Eine Hand warf das Schiffchen mit dem Querfaden durch die geöffnete Lade des Kettfadens. Die andere Hand zog den Webkamm dann mit einem festen, präzisen Ruck zu sich, um den neuen Faden an seinen Platz zu schlagen. Klack, klack. Das Geräusch war trocken, hölzern und von einer perfekten Regelmäßigkeit. Klack, klack. Es war der Herzschlag der häuslichen Produktion, ein Ton, der so alltäglich war wie das Atmen. Der Stoff, der unter ihren Händen wuchs, war grob und ungefärbt, ein einfaches, streifiges Grau und Braun aus natürlicher Wolle. Ihr Blick war auf die sich bildende Webkante gerichtet, ihr Gesicht eine Maske ruhiger Konzentration. Diese Arbeit würde den Stoff für die Kleidung ihrer Familie ergeben, verdecken, vielleicht versäcke. Es war eine Arbeit ohne Anfang und Ende, ein Kreislauf, der nur vom Rhythmus ihrer Hände und der Verfügbarkeit der gesponnenen Wolle bestimmt wurde. Man ging vorbei und das Klack-Klack verfolgte, und noch ein Stück weit, ein sich verlierendes Echo handwerklicher Geduld, bis es im leisen Raschel des eigenen Pergamentbündels und dem Knirschen der eigenen Schritte im Schlamm unterging. Dann, an einer Wegkreuzung, wo ein windschiefer Feldkreuz aus verwittertem Maikenholz in den Boden gerammt war, saß der Bettler. Hockte auf einem umgestürzten Baumstumpf. In Lumpen gehüllt, die einmal verschiedene Farben gehabt haben mochten, nun aber zu einem einheitlichen, schlammigen Graubraun verschmiert waren. Er sagte kein Wort, bat nicht mit der Stimme. Stattdessen hielt er ein einfaches, grob behauenes Holzbrett vor sich, das an einem Strick um seinen Hals hing. Auf dem Brett war sein Missgeschick in rudimentären, mit Holzkohle geritzten Bildern erklärt. Der war die schematische Zeichnung eines Baumes, daneben ein Mann, der von einem Ast fiel. Ein nächster Stück Menschenmann zeigte ein verdrehtes Bein. Es war eine stumme, visuelle Erzählung des Unglücks. Eine Bitte, die keine Worte brauchte,
und so vielleicht sogar eindringlicher war. Seine Augen, tief in einem von Schmutz und Entbehrung gezeichneten Gesicht, blickten wobei in eine ferne Leere. Ein kleiner, ausgebleichter Holzbecher stand zu seinen Füßen, leer bis auf ein paar welke Blätter, die der Wind hineingeweht hatte. Seine stumme Präsenz weckte Gedanken an die Formen der Wohltätigkeit in dieser Welt. Almosen zu geben war eine christliche Pflicht, eine Tat, die ebenso dem Seelenheil des Gebers wie der Linderung der Not des Empfängers diente. Doch die systematische Fürsorge war roh und unberechenbar. Die klösterlichen Spitäler, oft die einzige Anlaufstelle für die Kranken, die Alten und die Gebrechlichen, die keine Familie hatten, die sich um sie kümmern konnte, boten mehr Seelenpflege und Medizinpflege als Medizin. Sie waren Orte des Gebets und der rudimentären Pflege, wo Kräutertee und Ruhe die Hauptmittel waren und die Präsenz von Geistlichen tröstlicher war als die eines Arztes. Die Idee war nicht primär die Heilung des Körpers, sondern die Vorbereitung der Seele auf das, was kommen mochte, sei es Genesung oder der Tod. Der Bettler an der Kreuzung war ein Teil dieses Systems, ein lebendiger Appell an die Barmherzigkeit der Vorbeiziehenden, dessen Schicksal in den groben Linien auf seinem Brett eingefroren war. Man griff in den kleinen Beutel am Gürtel, fand eine dünne, kupferne Münze und ließ sie leise in seinen Becher fallen. Das metallische Plingen war das einzige Geräusch zwischen ihnen. Seine Augen bewegten sich nicht, aber eine Hand, knöchrig und zitternd, kroch vor und bedeckte die Münze. Eine stille Transaktion war abgeschlossen. Der Weg führte dann wieder auf das Kloster zu, dessen graue Silhouette allmählich über den sanften Hügeln auftauchte. Bevor man das große Tor erreichte, kam man im Klostergarten vorbei, der südlich der Mauern in geschützter Lage lag. Eine niedrige Scheinmauer umschloss ein geometrisches Muster von Beeten, die jetzt im Vorfrühling noch kahl und brach lagen, bis auf einige winterharte Kräuter. Dort, zwischen den ordentlichen Reihen, kniete der Bruder Kräuterkundige, ein älterer Mensch mit Händen, die von Erde und Arbeit rissig waren. Er pflückte mit sorgfältigen Fingern die letzten leicht frostgewellten Blätter des Wintersalbeis und legte sie in einen flachen Weidenkorb an seiner Seite. Seine Bewegungen waren ehrfürchtig, als handele es sich nicht um einfache Pflanzen, sondern um kostbare Gefäße unsichtbarer Kräfte. Seine Arbeit war die andere Seite der Medizin, die praktische, die Schwester der Gebete im Spital. Die klösterliche Medizin stützte sich auf die überlieferten Schriften der Antike und auf gesammeltes Erfahrungswissen über die Heilkräfte der Pflanzen. Salbei, wusste man, konnte bei Halsschmerzen helfen. Kamel beruhigte den Mag, Beinwell förderte die Heilung von Knochenbrüchen. Es war eine einfache, oft wirksame Kreuzmedizin, die in Tinkturen, Salben und Tees ihre Anwendung fand. Der Garten war eine Apotheke unter freiem Himmel. Jedes biet eine sorgfältig geplante Sammlung von Heilmitteln, Gewürzen und manchmal auch von Pflanzen für die Färberei. Der Bruder sammelte nicht nur, beobachtete, notierte vielleicht den in einen einfachen Kodex, welche Pflanze unter welchen Bedingungen am besten gedieh. Es war eine stille Wissenschaft,
die sich an der Grenze zwischen Glaube und die gottgegebene Heilkraft der Natur und praktischer Empirie bewegte. Sein Rücken war gebeugt, seine Lippen bewegten sich leise. Vielleicht in einem Gebet des Dankes für die Ernte, vielleicht in einer Wiederholung der lateinischen Namen der Kräuter. Man ging vorbei, und der leichte, harzige Duft des Salbeis, den der Wind herübertrug, vermischte sich für einen Augenblick mit dem trockenen, animalischen Geruch des Pergaments unter dem Arm. Dann stand man wieder vor dem großen, eichernen Klostertor. Der Pförtner, derselbe wie am Morgen, öffnete auf das leise Klopfen. Das Tor ächzte auf, und man trat aus der Welt der Geräusche, Gerüche und Stimmen, Geschichten zurück in die ummauerte Stille. Der Kontrast war jäh. Die weite, feuchte Luft der Felder wurde ersetzt durch die trockene, stehende Kälte der gewölbten Gänge. Das Rascheln des Pergaments klang nun lauter in der plötzlichen Stille. Der Rückweg war beendet. Der Schatz war geborgen, nicht aus Gold oder Edelsteinen, sondern aus verwandelter Haut und geduldiger Handarbeit. Der Staub der Straße und der Eindrücke des gewöhnlichen Lebens klebte noch an den Sandalen und am Saum der Kutte. Man hielt das Bündel fester und schritt den kalten, steinen Flur entlang zurück zur lästerlichen Welt, zum Skriptorium, wo diese weißen Blätter ihren eigentlichen Zweck erfüllen, und zu trägen von etwas Wort, das länger dauern sollte als das Fleisch, aus dem sie gemacht waren, und die Steine, zwischen denen sie nun aufbewahrt wurden. Die Reise in die Welt draußen war eine kurze Unterbrechung gewesen, ein Atemzug einer anderen, lauteren Luft. Dann kehrte man zurück in den langen Atem der Stille, bereit, die gesammelten Schätze der Welt, das Pergament, die Bilder des Alltags, den Duft des Salbeis, in die stetige schwarze Strömung der Abschrift einfließen zu lassen. Kapitel 8. Die Tinte und die Feder. Jury Tint und die Feder zurück. Im Skriptorium herrschte jene besondere, trockene Kälte, die von Stein und ungeheißter Luft über Stunden geschaffen wird. Das Bündel Pergament wurde mit einer fast zeremoniellen Sorgfalt auf dem schweren Eichentisch abgelegt, der als Werkbank diente. Die Reise in die Welt draußen, der Geruch nach Schlamm, Rauch und nasser Haut, schien hier wie ein ferner Traum, der von der steinernen Stille des Raumes absorbiert wurde. Nun galt es, die anderen Werkzeuge der heiligen Arbeit vorzubereiten, die Tinte und die Feder. Dies war kein bloßes Schärfen und Füllen, sondern ein Ritual der Verwandlung, bei dem pflanzliche Galle, Metall und Tier in eine flüssige, dauerhafte Schrift verwandelt wurden. Zuerst die Tinte. In einer kleinen, steinen Mulde des Tisches lagen die Zutaten bereit, jede in ihrem eigenen Behälter. Da waren die Gallapfel, kleine, braune, runzelige Kugeln, die wie versteinerte Früchte aussahen. Es waren keine echten Früchte, sondern Buschringen, die von einer Wespenart auf Eichenblättern hervorgerufen wurden, eine Abwehrreaktion des Baumes, die hier in der Hand des Streipers einen völlig anderen Zweck fand. Man nahm eine Handvoll und legte sie in den schweren Steinmörser aus Basalt. Der Stößel fiel nicht mit Wucht,
sondern mit einem geduldigen, mahlen Druck. Unter seiner Bewegung zerbröselten die harten Kugeln nicht sofort, sondern widerstanden, bis sie mit einem trockenen Kanick nachgaben und sich in ein grobes, braunes Pulver verwandelten. Der Geruch, der dabei freigesetzt wurde, war herb und adstringierend, ein Hauch von bitterer Eiche und etwas Chemischem, Unnatürlichem. Dieses Pulver wurde dann in ein kleines, irdenes Gefäß geschüttet. Dazu kam das Eisensulfat, auch Kupfervitriol oder Grünspan genannt, je nach Herkunft. Es lag in klumpigen, bläulich-grünen Kristallen vor, die an versteinertes Meerwasser erinnerten. Auch sie wurden im Mörser zu einem feinen, glasigen Pulver zerrieben. Die Vermischung dieser beiden Pulver war der erste Akt der Alchemie. Man rührte sie sorgfältig mit einem Holzstab um, und dabei entstand noch kein besonderer Geruch, nur eine trockene, staubige Mischung von Ocker und Grün. Dann das Wasser, nicht irgendein Wasser, sondern Regenwasser, das in einer Zisterne gesammelt und für seine Weichheit und Reinheit geschätzt wurde. Man goss es langsam in das Gefäß, während der Holzstab unermüdlich weiterrührte. Und hier geschah dein Meiji, dein farblos Trubi, Brühü begann sich zu verändern. Nicht sofort, sondern langsam wie eine Erinnerung, die an die Oberfläche steigt. Zuerst ein schwaches Grau, dann ein tieferes Schwarzgrau und schließlich, nach Stunden oder tagelangem Stehen, ein tiefes, undurchdringliches Schwarz mit einem Stich ins Bläuliche. Der Geruch jedoch war das eigentlich Bemerkenswerte. Er war nicht angenehm, sondern tief, fast metallisch, mit einer eisartigen Schärfe, die in der Nase kitzelte und einen Hauch von Rost und etwas fauligem Vegetabilischem trug. Es war der Geruch vom Oxidation von chemischer Reaktion, der Geruch des Wordens von Dauerhaftigkeit. Zuletzt wurde ein kleines Stück Gummiarabicum hinzugefügt. Das klumpige Harz der Akazie, aufgelöst in etwas warmem Wasser. Es diente nicht dem Geruch oder der Farbe, sondern der Konsistenz. Es machte die Tinte zähflüssiger, ließ sie besser an der Feder haften und verhinderte ihr zu schnelles Verlaufen auf dem porösen Pergament. Die vierte Kinte wurde durch ein feines Leinentuch in ein verschließbares Tintenhorn aus Horn gesiebt, bereit für ihren Dienst. Nun die Feder. Sie lag nicht fertig, geschnitten bereit, sondern war ein einfacher, gewöhnlicher Gänsekiel von einem der Vögel aus dem klostereigenen Gehege, erwohrgereinigt und getrocknet. Aber noch rein leicht gebogener, hohler Stab von blassem Elfenbein, an dessen breiterem Ende noch die schwammige, weiße Basis des Ansatzes zu sehen war. Das Schneiden der Feder war ein Akt von größter Präzision und Damit. Man nahm das Federmesser, ein kleines, extrem scharfes Messer mit einer kurzen, dünnen Klinge, die ausschließlich diesem Zweck diente. Die linke Hand hielt den Kiel fest, während die rechte mit dem Messer den scheidenden Schnitt ausführte. Es war kein Hacken, sondern ein sauberes, schräges Abschneiden der Spitze. In einem genau berechneten Winkel, der die spätere Schreibhaltung bestimmte. Der Schnitt musste glatt sein, ohne Ausfranzungen, denn jede Unebenheit würde den Tintenfluss stören. Denn jede Unebenheit
würde den Tintenfluss stören, denn jede Unebenheit würde den Tintenfluss stören, denn jede Unebenheit würde den Tintenfluss stören. Dann kam der Schlitz mit der äußersten Spitze des Messers, wurde ein winziger, gerader Schnitt in die Mitte der angeschnittenen Spitze gesetzt, kaum länger als ein Reiskorn. Dieser Schlitz wurde das Herz der Feder. Er ermöglichte es der Tinte, durch Kapillarwirkung langsam und kontrolliert zur eigentlichen Schreibkante zu fließen. Als letzt wurden die beiden seitlichen Ecken der Schnittfläche vorsichtig abgerundet, um ein Verhaken am Pergament zu verhindern. Die fertig geschnittene Feder sah dann nicht mehr wie ein einfacher Vogelkiel aus, sondern wie ein präzises, fragiles Werkzeug. Man testete sie auf einem kleinen beschreibbaren Zettelchen, einem Abfallstück Pergament, das für solche Zwecke aufbewahrt wurde. Ein kurzer Strich, eine leichte Kurve. Die Feder sollte widerstehen, aber nicht kratzen. Die Tinte sollte fließen, aber nicht kratzen. Die Tinte sollte fließen, aber nicht tropfen. Es war ein Balanceakt, der Erfahrung und Fingerspitzengefühl verlangte. Wenn der Strich sauber und dunkel war, ohne zu verlaufen oder zu spucken, war die Feder bereit. In der Stille des Skriptoriums, nur vom leisen Tropfen eines einsamen Wasserhahns in der Ferne unterbrochen, erlaubte man den Gedanken, zu den anderen Tinten abzuschweifen, die man kannte oder von denen gehört hatte. Da war das teure, fast unerschwingliche Purpur, das aus Tausenden von zerdrückten Purpurschnecken gewonnen wurde und für kaiserliche Erlasse oder die allerheiligsten Initialen in Evangeliaren reserviert war. Sein Farbton war ein lebendiges, tiefes Violett, das die Würde des Textes in sich trug. Dann die einfacheren, erdigen Tinten, das Braun aus Walnussschalen, das warm und unscheinbar war, oder das Rötliche aus Zinnober, das für Überschriften und Rubrizierungen verwendet wurde. Jede Farbe hatte ihre eigene Alchemie, ihre eigene kostbaren oder alltäglichen Quellen. Und doch war es diese einfache, schwarze Gallopfelltinte, die das Rückgrat der schriftlichen Überlieferung bildete. Ihre erstaunliche Langlebigkeit war ein stilles Wunder. Man dachte an die Manuskripte in der Bibliothek, einige Jahrhunderte alt. Die Tinte auf ihren Seiten war nicht verblasst oder brackelig geworden. Sie hatte sich vielmehr in das Pergament eingebrannt, war mit ihm zu einer Einheit verschmolzen. Die schwarzen Zeichen waren oft schärfer und klarer als das umgebende, leicht vergilbte Material. Diese mittelalterlichen Rezepte, aus Not und Experiment geboren, hatten eine Haltbarkeit geschaffen, die das moderne Papier und die modernen Tinten oft neidisch machten. Die Worte, die man heute schreiben würde, würden, wenn das Pergament überdauerte, in 500 Jahren vielleicht genauso lesbar sein wie heute. Es war ein Gedanke von erdrückender Demut und leiser Freude. Man war ein Glied in einer Kette, die nicht nur aus Worten, sondern aus dieser physischen, chemischen Dauer bestand. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen. Das Tintenhorn stand griffbereit, sein metallischer Geruch ein vertrauter Begleiter. Die geschnittene Feder lag daneben, ein winziges,
perfektes Werkzeug, das Bündel, Pergamentwatertee, Jedes Blatt und stumme weiße Flecke, die Fleisch- und Haarseite für den erfahrenen Blick erkennbar. Die Hände waren sauber, kalt und roh, aber es äußere, der Staub des Weges, das Hämmern des Schmieds, das Klack-Klack des Webstuhls war dann nach innen gesunken, in eine konzentrierte Stille verwandelt. Der lange, stille Tag des Schreibens konnte beginnen. Die eigentliche Arbeit, das langsam Setzen von Zeichen, die Verwandlung von leeren Flächen in geordnete Reihen von Bedeutung, stand nun unmittelbar bevor. Man atmete tief ein, roch die eisenkalte Luft, vermischt mit dem tiefen Duft der Tinte, und spürte die leichte, hohlformende Gänsefeder unter den Fingern. Es war ein Moment der reinen, unverfälschten Erwartung, ein Schweben zwischen der Vorbereitung und der Ausführung, in dem alles möglich schien und jeder spätere Fehler noch nicht begangen war. Kapitel 9. Das erste Zeichen auf dem Blatt, die Seite, schien sich im Skriptorium zu verdichten, zu einer zerrenden, erwartungsvollen Stille, die nur vom leisen Atmen und dem gelegentlichen, kaum hörbaren Knarren des hölzernen Schemmels unterbrochen wurde. Das vorbereitete Blatt Pergament lag ausgebreitet durch kleine Bleigewichte, an den Ecken sanft auf der Tischplatte fixiert. Seine Oberfläche im trüben Licht des schmalen Fensters war nicht einfach weiß, sondern ein sanftes, warmes Elfenbein, durchzogen von den fast unsichtbaren Spuren seiner Entstehung, den feinen Poren der Haarseite, die eine leichte, samtige Rauheit verhieß, und der glatteren, geschlosseneren Fleischseite, die man für die erste Zeile ausgewählt hatte. Die geschnittene Denkfeder lag daneben, ihr hohler Schaft ein leichtes, vertrautes Gewicht. Das Tintenhorn stand griffbereit, der tiefe, metallisch herbe Duft seiner schwarzen Flüssigkeit, ein scharfer Kontrapunkt zum neutral-talen, trockenen Geruch des Pergaments und des Steins. Die rechte Hand hob die Feder. Die Finger fanden ihre Position von selbst eine eingeschliffene Haltung. Daumen und Zeigefinger umfassten den Kiel knapp oberhalb der geschnittenen Spitze. Der Mittelfinger stützte von unten. Es war ein Griff, der nicht Kraft, sondern Kontrolle verlangte. Dann tauchte man die Spitze in die Tinte. Man ließ sie nicht einfach eintauchen, sondern führte sie mit einer sanften Drehbewegung hinein, damit sich der hohle Schaft gleichmäßig füllte. Ein kurzer Moment des Abtropfens an der Kante des Horns, ein einzelner, dunkler Tropfen, der zurück in das Reservoir fiel. Nun war die Feder geladen, ein winziges Gefäß voller flüssigen Russes und Gallensäure, bereit, ihre Last abzugeben. Die Spitz schwebte über dem Pergament, einen Fingerbreit über der ersten, mit einem stumpfen Stift kaum sichtbar vorgezogenen Linie. Die gesamte Aufmerksamkeit konzentrierte sich nun auf diesen einen Punkt, auf den mikroskopischen Kontakt zwischen der gespaltenen Spitze des Vogelkiels und der tierischen Haut. Alles andere schwand. Die Kälte des Raumes, das ferne Läuten einer Hohr, das eigene Atmen. Es gab nur diese Dreieinigkeit aus Hand, Werkzeug und Fläche. Dann, mit einem Ausatmen, das man selbst nicht hörte,
setzte man an. Die Bewegung kam nicht aus dem Handgelenk, sondern aus dem Unterarm. Ein sanftes, gleitendes Führen. Die Federspitze berührte das Pergament. Es gab einen Widerstand, ein binsiges, trockenes Kratzen, das durch den Kiel in die Fingerkonchel vibriert. Das sanfte Scritch-Scratch, das zum Grunten dieser Arbeit wurde. Unter der geführten Spitz erschien, wie durch ein Wunder, eine Linie. Nicht sofort patchworks, sondern zuerst ein mattes, nasses, gerade innerhalb eines Herzschlags in ein tiefes, sattes Schwarz austrocknete, das sich in die Fasern der Haut fraß. Es war der erste, aufsteigende Strich eines I, der Initiale von in principio. Die Konzentration war so absolut, dass jeder Millimeter der Bewegung bewusst war. Der Druck musste konstant sein, so leicht, und die Linie wurde dünn und unterbrochen. Zu fest und die Feder splitterte oder kratzte eine Furche in das empfindliche Materialite. Es war ein Tanz auf einem schmalen Grott, ein Ausbalancieren von Absicht und Material. Jeder Buchstabe, der folgte, war ein kleines Kunstwerk der Geduld. Das abgerundete M mit seiner sanften Kurve, das P mit seinem hinabtauenden Abstrich, der den Raum unter der Zeile beanspruchte. Die Feder musste gedreht werden, die Dicke der Auf- und Abstriche zu variieren, ein subtiles Spiel vom Winkel und Druck, das dem Buchstaben Eleganz und Rhythmus verlieh. Die Tinte floss in einem perfekten, gleichmäßigen Strom, gespeist aus dem Reservoir im Kiel und reguliert durch den winzigen Schlitz an der Spitze. Man spürte fast, wie sie aus der Feder sickerte, wie sie vom durstigen Pergament begierig aufgesaugt wurde. Das Schreiben war kein Denken in Worten, sondern ein Denken in Formen, in Bewegungen, in der taktilen Rückmeldung des Materials unter der Spitze. Der Geist war ruhig ein Kanal, durch den der vorgegebene Text. Hier der Beginn des Psalters. In diese langsam, physische Manifestation floss. Doch diese meditative Precision war zerbrechlich. Es geschah beim Wort. RV, als die Konzentration für einen flüchtigen Moment nachließ, vielleicht durch ein unerwartetes Geräusch von draußen oder einen Krampf in der Hand. Der Abstrich des Wie wurde zu hastig, die Feder rutschte, und ein winziger, aber perfekt runder, Tintenfleck quollende Basis des Buchstabens hervor, ein kleines, schwarzes Auge des Missgeschicks. Es war ein alltägliches Drama, eine winzige Katastrophe in der mikroskopischen Welt der Zeile. Der Fluch blieb unausgesprochen, aber ein Gefühl der Irritation, fast der Scham, durchfuhren an. Das makellose Blatt war verletzt. Die Korrektur war eine mühsame, demütigende Prozedur. Man legte die Feder beiseite und griff zum Rasiermesser, einem kleinen rasierklingenden Werkzeug mit einem kurzen Griff. Vorsichtig, mit der äußersten Sorgfalt, kratzte man über den noch feuchten Fleck. Die Klinge musste flach gehalten werden, um nur die oberste Schicht des Pergaments abzutragen, die die Tinte trug. Ein leises, kratzendes Geräusch, feiner und höher als das der Feder, erfüllte die Luft. Winzige, schwarze Schuppen kräuselten sich auf. Man blies sie sanft weg,
Was zurückblieb, war eine leicht aufgeraute, hellere Stelle, ein blasser Fleck wie eine Narbe. Sie war nicht unsichtbar, aber der gröbste Fehler war beseitigt. Mit dem glatten, abgerundeten Ende eines Hundezahns oder eines speziellen Polesteins rieb man dann sanft über die Stelle, um sie wieder zu glätten. Das Pergament würde diesen Eingriff nie völlig vergessen, aber es war bereit, erneut beschrieben zu werden. Mit erneuter, noch größerer Konzentration wurde das Vieh über der reparierten Stelle nachgezogen, seine Linienführung nun vorsichtiger, respektvoller. Der Fehler war Teil des Blattes geworden, ein stille Lehre in Unvollkommenheit und Sühne. Der Inhalt des Textes, den man abschrieb, war vertraut und fremd zugleich. Beatus vera qui non habet in concilio imperum, selig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Die Worte des ersten Psalms flossen aus der Erinnerung durch den Arm in die Feder. Ihre beruhigende Wiederholung, ihre parallele Struktur, war wie die rhythmische Bewegung der Hand selbst. Man schrieb nicht nur die Worte ab, man absorbierte ihren Rhythmus, ihre moralische Geometrie. Die lateinischen Sätze wurden zu einer Art Mantra, dessen Bedeutung sich in der monotonen Schönheit der Buchstabenform auflöste. Die Psalmen waren nicht dazu da, neu interpretiert zu werden. Sie waren dazu da, bewahrt, kopiert in ihrer ursprünglichen Form weitergetragen zu werden. Jede Abschrift war ein Akt der Treue, eine Weitergabe des unveränderlichen Wortes durch die brüchigen Hände der Zeit. Die Feder kratzte die alten Wahrheiten in die neue Haut, verband Vergangenheit und Gegenwart in einem endlosen Strom von schwarzer Tinte. Die Position des Schreibers war eine der äußersten körperlichen Disziplin. Stundenlang saß man auf dem harten Schemmel, der Rücken leicht vorgebeugt, die Ellbogen auf der Tischplatte abgestützt, um jede unnötige Bewegung der Schultern zu vermeiden. Die Kälte des Steins kroch durch die dünnen Ledersohlen der Sand und den groben Wollstoff der Kutte langsam in die groben Wollstoff der Kutte langsam in die Finger verkrampfen. Der Nacken schmerzte vom unverwandten Blick auf die Zeile. Es war eine Haltung der Askese, die der des bettenden Mönches im Chorgestuhl nicht unähnlich war. Mit mildem innerem Humor dachte man manchmal, dass die Heiligkeit der Schrift vielleicht ebenso sehr aus dieser physischen Ausdauer erwuchs wie aus der geistigen Hingabe. Der Körper war ein Hindernis, das durch Geduld und Routine überwunden werden musste. Ein widerspenstiges Tier, das an die Zucht des regelmäßigen, präzisen Bewegungsablaufs gewöhnt werden wollte. Die Wärme, die man spürt, kam nicht von außen, sondern von der inneren Anstrengung der Concentration, subverging die erste Stunde, Seile an Seile wuchs die Kolumne, aus regelmäßigen schwarzen Zeichen auf der elfenbeinfarbenen Fläche. Jeder Buchstabe war ein Sieg über die Zerstreuung, jeder fehlerfreie Abstrich eine kleine Genugtuung. Die Welt draußen, das Kloster, die Felder, die Stadt, existierten nicht mehr. Es gab nur dieses Blatt, diese langsam, stetige Bewegung der Hand, die das Flüstern der Psalmen in die Stimme, wartende Haut des Pergaments einwebte. Das erste Zeichen war gesetzt, und mit ihm hatte der lang schweigende Dialog zwischen Tinte und Haut, zwischen Absicht und Material, Wörter, begonnen.
Es war ein Dialog, der den Rest des Tages und unzählige Tage danach füllen würde. Ein Kreislauf von Sätzen und Korrigieren, von Perfektion und Makel, der am Ende etwas schuf, das einfacher und dauerhafter war als die müden Hände, die es schufen. Eine Seite, ein Buch, Kapitel 10. Das mittags läuten. Und eine Suppe die Arbeit war ein stiller Sog geworden, ein Zustand, in dem das Bewusstsein sich auf dem Punkt der Federspitze und den fließenden schwarzen Strom unter ihr zusammenzog. Die Außenwelt existierte nur als Hintergrundrauschen. Das ferne Klappen vom Geschirr aus der Küche, der Ruf eines Vogels im Kreuzganggarten, das eigene verlangsamte Atmen. Dann, plötzlich und doch erwartet, durchschnitt das Läuten der Glocke zu 6 diese Concentration wie ein scharfes Messer. Es war kein einzelner Ton, sondern eine Folge von tiefen, bronzenen Schlägen, die durch die steinernen Mauern drangen und in der Brust wiederholten. Der Klang war nicht aufdringlich, sondern autoritativ, ein metallischer Befehl zur Unterbrechung. Die Hand, die gerade eines elegant Bogen eines Hi vollendet hatte, hielt inne. Die Feder wurde aus der letzten Bewegung herausgehoben und abgesetzt. Ein letzter, halb getrockneter Tintropfen blieb als winzige Perle an der Spitze zurück. Das Läuten strukturierte den Tag, zerbrach ihn in handliche, heilige Abschnitte. Die 6 markierte die 6. Stunde nach Sonnenaufgang, die Mitte des Arbeitstages und forderte eine Pause für Gebet und Stärkung. Im Refektorium herrschte die gleiche andächtige Stille wie am Morgen. Aber die Atmosphäre war eine andere, erdigere. Die kühle Luft des Vormittags hatte sich aufgelöst in einen Dunst von Wärme und Dampf, der aus der Küche hereinwaberte und sich unter den gewölbten Decken sammelte. Der Geruch war tief und tröstlich. Der süßliche, erdige Duft gekochter Erbsen, durchzogen von dem kräftigen, rauschigen Aroma von geräuchertem Speck. Die Mönche nahmen schweigend Platz. Vor jedem stand nun eine tiefe, irdene Schüssel, aus der eine sanfte Wärme ausstrahlte. Daneben lag wie immer ein Stück des dunklen Brotes. Die Hände, kalt und etwas steif von der unbewegten Haltung des Schreibens, umschlossen die Schüssel. Die Wärme war keine aggressive Hitze, sondern eine tiefe, durchdringende Glut, die langsam durch die Haut in die Knochen der Finger und Handflächen sickerte. Es war eine sinnliche Wohltat, ein physischer Trost nach den Stunden der regungslosen Konzentration in der kalten Skriptoriumsluft. Die Schüssel selbst war grob geformt, ihr Rand uneben, die Oberfläche matt und von unzähligen Waschgängen stumpf geworden. In ihrer Schale brödelte die Suppe leise vor sich hin, ein träges Aufsteigen von winzigen Blasen an der Oberfläche. Man blickte hinein. Es war eine einfache Erbsensuppe, dick und sämig, von einem matten, olivgrünen Farbton. Eingebettet darin schwammen die Kostbarkeiten, Würfel von geräuchertem Speck, die ihr Fett in die Brühe abgegeben hatten und nun transparent und weich aussahen, sowie vielleicht ein paar winzige Stückchen von Wurzelgemüse, Karotte oder Pastinake, die zu unscheinbaren, blassen Stücken zerkocht waren. Ein hölzerner Löffel lag bereit.
Man tauchte ihn ein, rührte langsam und führte den ersten Bissen zum Mund. Der Geschmack war eine Offenbarung der Einfachheit. Die Erbsen hatten sich fast vollständig aufgelöst und gaben der Suppe ihre dicke, mehlige Konsistenz und ihren süßlich stärkehaltigen Grunten. Der Speck verlieh die salzige, rauschige Tiefe, ein hauschiger Tiefe, ein Hausch von Feuer und Konservierung, der den dicken Geschmack der Hülsenfrüchte wunderbar kontrastierte. Das Fett, das auf der Oberfläche schimmerte, war nicht widerlich, sondern notwendig, ein Geschmacksträger und eine wertvolle Kalorienquelle. Die gekochten Gemüsestückchen waren geschmacklos und weich, kaum mehr als Textur. Es war eine Nahrung, die sättigte, die den Magen wärmte und den Körper für die zweite Hälfte des Arbeitstages stärkte. Man aß langsam, löffelte mit rhythmischer Geduld Bruchstücke des groben Brotes. Abend tauchte sie in die dicke Brühe, wo sie sich vollsaugten und zu weichen, geschmackvollen Bissen wurden. Das gemeinsame, schweigende Essen hatte etwas zutiefst Beruhigendes. Es gab kein Bedürfnis nach Conversation, keine Notwendigkeit, den eigenen Geist für andere zu öffnen. Jede war mit seiner Schüssel, seiner Wärme, seiner Müdigkeit beschäftigt. Das einzige Geräusch war das leise Klappern der Löffel an den irdenen Rändern, das Kauen des Brotes, das gelegentliche Schlucken. Der Lektor auf seinem Pult las wieder. Seine monotone Stimme ein gleichgültiges Rauschen, das die Gedanken umhüllte und ihnen erlaubte, frei zu wandern. Und sie wanderten am Grad durch die einfache, nahrhafte Mahlzeit, zu den Grundfesten der mittelalterlichen Ernährung. Diese Suppe, so unspektakulär sie war ein direkter Nachkomme des allgegenwärtigen Pottage oder Eintopfs, der über Jahrhunderte hinweg die Grundlage der täglichen Ernährung für fast jeden vom Bauer bis zum Edelmann bildete. Es war kein Rezept, sondern ein Konzept. In einem großen Kessel über dem Herdfeuer köchelte, oft tagelang, eine Grundmasse aus Wasser, Getreide, Hafer, Gerste oder Hülsenfrüchten, Erbsen, Bohnen, Linsen, alles, was verfügbar war, landete darin. Gemüsereste, Fleischabschnitt, Knochen für die Brühe, Kräuter zur Würzung. Der Inhalt des Topfes veränderte sich mit den Jahreszeiten, mit der sozialen Stellung der Esser, mit der Region. Bei den Armen war es oft eine dünne, gräuliche Brühe mit ein paar Körnern. In einem wohlhabenderen Haushalt konnte er dick sein mit Fleisch und Gemüse. Aber das Prinzip blieb gleich. Eine einzige gemeinsame Mahlzeit, die Energie und Wärme spendete, einfach zuzubereiten war und wenig Geschirr erforderte. Der Pottage war so fundamental wie das Brot. Oft wurde Brot sogar hineingebreckelt, um ihn zu essen. Er war die praktische Antwort. Auf einer Welt ohne Kühlschränke oder schnelle Kochgelegenheiten. Ein immerwährender, sich langsam erneuernder Vorrat an Nahrung. Und dann gab's die anderen stillen Grundpfeiler. Der bescheidene Salzhering. Für die Küstenregion Nordeurbro war dieser in Salz eingelegte und getrocknete Fisch nicht nur Fastenspeise, sondern ein Lebenselixier. Er war billig, leicht zu transportieren und über Monate haltbar. Er lieferte lebenswichtiges Protein in einer Zeit,
in der frische Fisch, seltenem Fleisch ein Luxus war. Ganze Volkswirtschaften basierten auf dem Heringsfang und seiner Verarbeitung. Städte wuchsen die Heringsmärkte herum. Der Geschmack war intensiv, salzig, fast aggressiv, aber bedeutete Überleben durch die langen Winter. Wurde in Kürze gekocht, über dem Feuer geröstet oder einfach mit Brot gegessen, zusammen mit dem Pottage, dem groben Brot und dem dünnen Bier bildete das unsichtbare, stabile Dreieck der alltäglichen Ernährung, auf dem die gewaltigen Kathedralen und die stille Gelehrsamkeit der Klöster letztlich ruhten. Die Mahlzeiten waren keine Abwechslung, sondern Variationen innerhalb enger Grenzen, ein Kreislauf von Sättigung und Notwendigkeit, der den Körper am Leben erhielt, damit die Seele und der Geist ihrer Arbeit nachgehen konnten. Die Schüssel leerte sich langsam. Das letzte Stück Brot wischte die restliche, sämige Brühe von den Seiten. Ein Gefühl ruhiger von den Seiten. Ein Gefühl ruhiger, warmer Fülle breitete sich aus. Die Hände, die die warme Schüssel gehalten hatten, waren nicht mehr kalt. Dann kam der letzte Akt der Mahlzeit. Ein kleiner, ödener Becher mit verdünntem Wein. Es war kein edler Tropfen, sondern ein saurer, leichter Landwein, der zur Hälfte mit Wasser gestreckt war. Man trank einen Schluck. Die Säure schnitt angenehm durch die Schwere der Erbsensuppe, spülte den Nachgeschmack vom Rauch und Salz weg. Es war eine kleine, fast luxuriöse Note am Ende der einfachen Mahlzeit, ein Hauch von etwas, das über die reine Notwendigkeit hinausging. Der Wein, wenn auch verdünnt, war ein Zeichen der klösterlichen Kultur, der Verbindung zum Süden, zu den Weinbergen, die auch vom Mönchen bewirtschaftet wurden. Das Läuten der Glocke, das das Ende der Mahlzeit ankündigte, klang sanfter als das zur Sext. Die Menschen erhoben sich, ihre Bewegungen schwerer und langsamer von der wärmenden Nahrung. Die leeren Schüsseln und Becher blieben zurück. Man verließ den dampferfüllten Saal und trat zurück in die kühle Luft des Kreuzgangs. Der Magen war gefüllt, die Glieder schwer von einer wohltuenden Trägheit. Die Gedanken an urrolte Eintöpfe und Salzheringe verblassten langsam, zurückweichend vor der Gegenwart. Die hell beschriebene Seite lag dort, die Tinte in ihrem Horn, die Feder mit ihrer getrockneten schwarzen Perle an der Spitze. Doch für einen Moment stand man einfach da, atmete die Luft ein, spürte die nachklingende Wärme der Schüssel in den Handflächen und die solide, einfache Zufriedenheit einer leeren Schüssel und eines vollen Magens. Es war ein kleiner, perfekter Kreis der Notwendigkeit, geschlossen. Die Stille des Refektoriums, nun nur noch vom leisen Klappern der abgeräumten Schüsseln erfüllt, folgte einem nach draußen ein sanftes Echo der gemeinsamen wortlosen Sättigung. Kapitel 11 Der Spaziergang im Kreuzgang, das Mittagsläuten, war verklungen. Die letzte Spur der Erbsensuppe vom groben Brot gewischt, der verdünnte Wein hinuntergespült. Im Körper breitete sich eine träge, wohlige Wärme aus, die den kalten Kern der Morgenstunden langsam verdrängte. Doch diese Wärme war trügerisch. Sie drohte, die für die Nachmittagsarbeit nötige Klarheit des Geistes zu umnebeln. Es war Zeit für Bewegung, für Licht, für die Verdauung
im Wörtlicht für die Verdauung im Wörtlichtnis. Im übertragenen Sinne, man verließ das Refektorium und trat, statt den Weg zum Skriptorium zurückzunehmen, in den überdachten Kreuzgangsgang. Der Kontrast war unmittelbar und wohltuend. Die Dampf, warme Stille des Spaces, which einer kühlen, bewegten Stille, die von leisen, natürlichen Geräuschen durchwirkt war. Der Kreuzgang bildete ein perfektes Quadrat, einen steinernen Rahmen um den klösterlichen Garten in der Mitte. Seine gewölbten Arkaden gaben Schutz vor Regen, und sein gepflasterter Gang bot einen Weg, der weder ganz drinnen noch ganz draußen war, eine Schwelle zwischen der Enge der Arbeitsräume und der Weite des Himmels. Man begann zu gehen, die Hände in den weiten Ärmeln der Kutte vergraben. Die Schritte fielen rhythmisch auf den glatten Steinplatten, ein gedämpftes, hohles Echo, das von den gewölbten Decken aufgenommen und sanft zurückgeworfen wurde. Es war ein Geräusch der Einsamkeit und doch der Begleitung, denn der eigene Schritt war der einzige Laut in diesem leeren, steinernen Korridor. Der Blick wanderte durch die schlanken Säulen der Arkaden hindurch in den Garten. Er war kein Ort der üppigen Blütenpracht, sondern ein geometrisches Muster der Ordnung und des Nutzens. In akkuraten, von niedrigen Buchsbaumhecken, eingefassten Beeten, waren die ersten zarten Triebe des Frühjahrs zu erkennen. Die spitzen Blätter von Zwiebeln und Lauch, das flache Grün von Petersilie und Kerbel. In der exaken Mitte des Gartens plätscherte der Brunnen, ein schlichter, rundes Steinbecken, aus dessen Mitte eine schmucklose Röhre einen dünnen, klaren Strahl in die stille Luft warf. Das Wasser fiel mit einem sanften, unermüdlichen Plätschern zurück in das Becken, ein Geräusch von solcher Regelmäßigkeit, dass es nach einer Weile wie der Herzschlag des Gartens selbst wirkte, ein akustisches Fundament, auf dem die Stille ruhte. Das Licht, das durch die offenen Arkaden fiel, war indirekt und weich, ein milchiges Grau, das die Farben der jungen Pflanzen kaum hervorhob, sondern sie in eine sanfte, einheitliche Palette von Grün- und Brauntönen tauchte. In einem der Gebiete nahe der südlichen Mauer bewegte sich eine Gestalt. Es war ein Novize, kaum mehr als ein Junge, in einer Kutte, die ihm noch zu weit schien. Er kniete im feuchten Erdreich sein, Rückenwohlstei vor Concentration. In seiner Hand hielt er ein kurzes, stumpfes Eisen, mit dem er unbeholfen zwischen den ordentlichen Reihen der Kräuter hantierte. Seine Aufgabe war das Jäten, die mühsame Unterscheidung zwischen dem gewollten Grün und dem Unerwünschten. Man konnte sehen, wie er zögerte, wie seine Hand über einem unscheinbaren Pflänzchen schwebte, unsicher, ob es sich um zarten Dill oder um beginnendes Unkraut handelte. Seine Bewegungen waren angelenkt, voll einer angespannten Sorgfalt, die jede Handlung so qual machte. Es war eine Lektion in Geduld und Aufmerksamkeit, eingebettet in die einfache, schmutzige Praxis der Gartenarbeit. Der Novice war ein Teil des Gartens, ein weiteres noch ungeformtes Element, das hier in langsamer Arbeit zu seiner Bestimmung erzogen wurde. Man ging weiter, ließ ihn in seinem stillen Kampf zurück, ein Bild von Demut und Lernbereitschaft, das in dieser Umgebung perfekt wirkte.
Die Gedanken, befreit von der engen Fokussierung auf Pergament und Tinte, begannen zu schweifen, angezogen von der Architektur des Raumes selbst. Der Kreuzgang war mehr als nur ein überdachter Weg, er war ein tiefes Symbol. In seiner perfekten geometrischen Form, dem Quadrat, das den Garten umschloss, sah man ein Abbild des himmlischen Jerusalem, der vollkommenen, von Mauern umschlossenen Stadt Gottes, wie sie in der Offenbarung des Johannes beschrieben wurde. Der Gang deiner Rand herum war eine Pilgerreise, eine stille Umkreisung des Zentrums, das den Brunnen, die Quelle des lebendigen Wassers barg. Hier im Jemison Schreiten unter den Arkaden konnte der Geist meditieren, konnte die Geschichten der Heiligen durchwandern, die in den Kapitellen der Säulen, vielleicht aus grobe Steinmetzarbeiten verwickt waren. Der Kreuzgang war eine Schule für die Füße und für die Seele, ein Ort, wo die physische Bewegung die geistige Reise unterstützte. Doch ganz profan und unmittelbar praktisch war der Kreuzgang auch einfach die trockenste und geschützteste Verbindung zwischen den verschiedenen Flügeln des Klosters. Von hier aus führten Türen zur Kirche, zum Schlafsaal, zum Refektorium, zum Kapitellsaal. Und weniger oft bedacht, aber nicht weniger essentiell, führte ein schmaler, abzweigender Gang am äußersten Ende des südlichen Flügels zu einem kleinen, separaten Gebäude am Rand des Klosterbezirks, jenseits der Gemüsgärten und in der Nähe des Abwasserkanals, der Abort, das Bedürfnis danach, angeregt durch die Mahlzeit und den Gang, machte sich nun bemerkbar. Der Spaziergang hatte also auch diesen ganz irdischen Zweck. Man verließ den offenen Kreuzgang und betrat den schmaleren, unbeleuchteten Gang, der nach außen führte. Der Geruch veränderte sich langsam von der feuchten Erde und dem Stein des Gartens zu einer schärferen, angenehmeren Note. Das kleine Gebäude, aus grob behauenen Steinen errichtet, war schmucklos und funktional. Es handelte sich um sogenanntes Abortkerker oder Necessarium, das oft Biker oder Necessarium, das oft über einem fließenden Gewässer oder einem tiefen Schacht erbaut war, in dem fließendes Wasser oder regelmäßige Leerungen die Ansammlung von Unrat verhindern sollten. Hier in dieser klösterlichen Gemeinschaft war selbst diese private Notwendigkeit eine gemeinsame Angelegenheit. Im Inneren war es dämmerig und kühl. Entlang der Wand verlief eine lange, hölzerne Bank mit einer Reihe von runden Löchern. Unter jedem Loch ging es in die Tiefe. Es gab keine Trennwände, keine Privatsphäre im modernen Sinne. Die Nutzung geschah in einer Art ritueller Gleichzeitigkeit. Oft nach den Mahlzeiten eine weitere kollektive Regulierung der Körperfunktion. Die Atmosphäre war nicht ekelerregend, sondern sachlich und resignativ. Der dominante Geruch war nicht der von Exkrementen, der durch den fließenden Abfluss und den Löchern weitgehend abgeführt wurde, sondern der von feuchtem Holz, kaltem Stein und einer scharfen Note vom Kalk oder Asche, die zur Desinfektion und Geruchsbindung gestreut wurde. Ein schwacher Luftzug zog durch schmale Schlitze in der Wand, die für die Belüftung sorgten. Es war ein Ort der Demütigung im ursprünglichen Wortsinn,
eine Erinnerung an die Niedrigkeit des Körpers, seine grundlegenden, unausweichlichen Bedürfnisse, die selbst den frommsten Mönch an das Tierhafte seiner Existenz gemahnten. Man verweilte nicht. Die Handlung war schnell, funktional begleitet von dem gedämpften Plätschern des Wassers irgendwo in der Tiefe. Dann benutzte man das bereitliegende, raue Stroh oder die trockenen, weichen Blätter bestimmter Pflanzen, die in einem Korb daneben lagen. Ein weiteres einfaches, natürliches Material für einen einfachen, natürlichen Vorgang. Der Rückweg in den Kreuzgang war wie ein Auftauchen. Die scharfe Luft des Abortikers which with der kühleren, reinen Luft des Ganges. Das gedämpfte Licht der Arkaden erschien plötzlich hell und willkommen. Der Spaziergang wurde fortgesetzt, nun mit einem Gefühl der Erleichterung, das sowohl physisch als auch metaphorisch war. Das wenig glamouröse, aber essentielle Gebäude am Rande des Klosters hatte seine Pflicht getan. Es war ein notwendiger Teil des Ganzen, ein stiller Diener der Gemeinschaft, der die Eleganz der Theologie und die Stille des Skriptoriums ermöglichte, indem er sich um die unvermeidlichen Unnehmlichkeiten des Fleisches kümmerte. Die Zivilisation, selbst die klosterliche, baute nicht nur auf Gebet, Anschrift, sondern auch auf einer praktischen Lösung für die Abfälle des Lebens. Man vollendete die Runde, kehrte zum Ausgangspunkt nahe dem Refektorium zurück. Die Träger Wärme der Mahlzeit war verflogen, ersetzt durch eine wache, leichte Kühle. Der Geist war klar, die Sinne geschärft durch den Wechsel von Licht, Geruch und Raum. Der Novice im Garten hatte seine Arbeit beendet und war verschwunden. Der Brunnen plätscherte unverändert. Der rhythmische Schritt auf dem Stein hatte seine meditative Wirkung getan. Der respektliche Gang hatte verdaut, gereinigt und neu ausgerichtet. Mit einem letzten Blick auf das geometrische Grün des Gartens, umrahmt von den ernsten Bögen des Steinquadrats, verließ man den Kreuzgang. Der Weg führte dann zurück ins Skriptorium, zurück zur wartenden Seite, zur getrockneten Feder, zur schwarzen Tinte. Der Kurs ausflog in die Architektur des Alltags, in die Symbol des Himmels und die Profanität des Körpers war vorbei. Doch die Stille, die man mit zurückbrachte, war nun andere, keine Stille der Trägheit, sondern eine andere, keine Stille der Bereitschaft, sondern eine Stille der Bereitschaft, sondern Stille der Bereitschaft, geläutert durch Bewegung um das stille Einverständnis mit allen. Auch den unscheinbarsten Aspekten dieses eingemauerten Lebens. Kapitel 12. Die seltsame Geschichte des Bruder Theophilus. Die Abenddämmerung fiel nicht, sie kroch. Sie schlich durch das schmale Fenster des Skriptoriums und verwandelte das klare, kalte Licht des Nachmittags in ein trübes, maugraues Zwielicht, das die Ecken des Raumes zuerst verschluckte und dann langsam den gesamten Tisch in einen unscharfen Schatten tauchte. Die Arbeit war für heute getan. Die Feder lag gereinigt und abgetrocknet, neben dem Tintenhorn. Das letzte, halb beschriebene Blatt war mit einem sauberen Leinentuch bedeckt, um es vor Staub und Feuchtigkeit der Nacht zu schützen. Die Hände schmerzten leicht von der langen Anspannung. Ein dumpfes Pochen in den Gelenken der Schreibfinger. Doch das Gefühl war ein zufriedenes, das Gefühl einer Pflicht.
die nicht vollendet, aber für diesen Zyklus erfüllt war. Anstatt sich sofort auf den Weg zur Vesper zu machen, blieb man noch einen Moment sitzen. Die Stille des leeren Skriptoriums war eine andere als die konzentrierte Stille der Arbeit. Sie war weit und erwartend, erfüllt vom Geist der verbrachten Stunden. Der Blick wanderte zum Bücherriegel an der Wand, einem schweren, grob gezimmerten Gestell aus Eiche, das unter dem Gewicht der gebundenen Kodices ächzte. Es waren nicht viele Bände, vielleicht 30, aber jeder stellte eine ungeheure Investition von Zeit, Material und Mühe dar. Neben den Sultanen Theologien of Handlungen standen out einige dickleibige Chroniken, Aufzeichnungen des Klosterlebens über Generationen hinweg. Sie wurden selten konsultiert. Ihre Seiten waren nicht mit der eleganten Buchschrift der liturgischen Werke, sondern mit der schnelleren, weniger formellen Kursive der jeweiligen Chronisten beschrieben. Eine Laune, eine müde Neugier ließ die Hand nach einem dieser Bände greifen. Es war der älteste von allen, sein lederne Einband speckig und von den Jahrzehnten geschwärzt, die Metallbeschläge an den Ecken stumpf und angeröstet. Man setzte die trübe Talgas, die einzige Lichtquelle in der nun fast völligen Dunkelheit, näher an die Kante des Tisches. Ihr Licht war jämmerlich, ein flackernder, gelber Kreis, der kaum mehr als eine Handbreit um die Flamme herum erhellte und einen beißenden Geruch nach verbranntem Fett verbreitete. Der Rauch stieg in einer dünnen, geraden Säule zur dunklen Decke auf. In diesem unruhigen Schein schlug man das Buch auf. Das Pergament war heuer dicker, rauer, die Tinte an manchen Stellen verblichen oder zu einem bräunlichen Rostrot oxidiert. Die Schrift war schwer zu entziffern, eine verwinkelte Früh, minuskel, die Worte schienen ineinander zu verschmelzen. Man blätterte ohne bestimmtes Ziel, ließ die Augen über die Einträge gleiten, die in ihrer trockenen, sachlichen Sprache kleine Dramen des Alltags festhielten. Im Jahre des Herrn 1087 vor der Bach zu St. Gallus 3 Wochen lang bis auf den Grund, und 2 Brüder starben am Haus. Oder anno 1002 und 90 fiel die große Ulme im Kreuzganggarten und zerschmetterte den Brunnenbecken. Der Abt ordnete seine Erneuerung aus rotem Sandstein an. Verbiter Steinen der unendlichen Mauer der Geschichte. Dann etwa in der Mitte des Bandes stieß man auf einen Eintrag, der etwas länger war als die anderen. Die Überschrift in etwas größerer und sorgfältigerer Schrift lautete von Bruder Theophilus, seine Behauptung und seine Damit. Die Geschichte, die folgte, wurde in der gleichen nüchternen, ungerührten Prosa erzählt, mit der Chronist über eingefrorene Bäche und umgestürzte Bäume berichtete. Bruder Theophilus, so wurde festgehalten, war im vorigen Jahrhundert und das Jahr 1060 ein Mitglied der Gemeinschaft gewesen. Er war kein herausragender Schreiber oder Theologe, sondern ein Bruder, der in der Werkstatt und bei der Instandhaltung der klösterlichen Gebäude diente. Der Chronist beschrieb ihn als einen Mann von ruhigem Gemüt,
aber mit einem ungewöhnlich wachen, forschenden Geist, der oft stundenlang über den simplen chemischen und handwerklichen Prozessen des Alltags brütete, über dem Brauen von Bier, dem Schmieden eines einfachen Nagels, dem Mischen von Nötel, dann im Winter seines 53. Lebensjahres, so der Eintrag, sei Bruder Theophilus mit einer seltsamen Behauptung zum Abt gekommen. Er habe nach langem Studium alter Schriften und nach vielen eigenen, heimlichen Experimenten in einem abgelegenen Winkel des Gartens das Geheimnis des griechischen Feuers gelöst, dieses legendäre Brandmittel, von dem man in Chroniken und durch wandernde Händler erfuhr, war angeblich eine unauslöschliche, auf Wasser schwimmende und selbst auf diesem weiterbrennende Flüssigkeit, mit der die Byzantiner ihre Feinde in Schach hielten. Es war ein Stoff der Fabel. Ein militärisches Mysterium, das streng gehütet wurde. Bruder Theophilus behauptete nicht, das streng gehütet wurde. Bruder Theophilus behauptete nicht, das Rezept des Bissens erhalten zu halten. Der Chronist notierte dies ohne Kommentar, ohne Aufregung. Es folgte eine knappe Beschreibung des angeblichen Verfahrens, so wie es Theophilus dem Abdar gelegt haben soll. Eine Mischung aus gebranntem Kalk, der mit Wasser zu einer ätzenden Lauge gelöscht wurde, bestimmten harzhaltigen Baumölen, die aus Kiefern gewonnen wurden, Schwefel und vielleicht Salpeter, alles in einem bestimmten Verhältnis erhitzt und vermengt. Die Beschreibung war vage, voller Lücken, wie die Erinnerung an einen Traum. Der Chronist schien sie eher aus Pflichtgefühl als aus Überzeugung wiederzugeben. Der Obt, so fuhr der Eintrag fort, habe dem Bruder mit ernster Miene zugehört. Er habe ihn dann gefragt, warum er, ein Diener Gottes in einem Kloster des Friedens, sich mit solch einer zerstörerischen, kriegerischen Kunst beschäftige. Die Antwort des Bruders Theophilus wurde wortgetreu wiedergegeben. Hochwürdige Wörter, ich suchte nicht die Kriegskunst, sondern die Wahrheit in der Schöpfung. Das Feuer ist ein Diener Gottes wie das Wasser. Ich wollte nur verstehen. Dann kam der entscheidende Satz. Auf die Frage des Abtes, ob er diese Entdeckung niedergeschrieben habe, schüttelte Bruder Theophilus den Kopf. Aus Demüs, so erklärte er, habe er es nicht getan. Die Macht, die in diesem Wissen lag, sei zu groß für einen einfachen Mönch. Sie gehöre Gott allein, und es sei besser, sie mit ihm sterben zu lassen, als das Risiko einzugehen, dass sie in die falschen Hände gerate und zu Unheil führe. Er bat lediglich darum, dass seine Behauptung in der Chronik vermerkt werde, nicht als Triumph, sondern als Zeugnis der verborgenen Wunder, die in der göttlichen Schöpfung schlummerten. Der Abt soll nachdenklich genickt haben. Der Antrag endete mit den trockenen Worten. Und Bruder Theophilus starb im Herrn 2 Winter später an einem Fieber, und sein Wissen ging mit ihm. Es wurde nie versucht, seine Behauptung zu prüfen. Man saß da, das alte Buch in den Händen, und ließ die Geschichte nachklingen. Sie wurde nicht als spannendes Rätsel oder als verpasste Chance auf historische Größe erzählt, sondern einfach als Kuriosität, als eine dieser seltsamen, kleinen Abweichungen in der geraden Linie des klösterlichen Lebens.
war Theophilus ein verkanntes Genie gewesen, ein mittelalterlicher Alchemist, der zufällig auf eine Formel von verheerender Wirkung gestoßen war, oder war ein frommer Träumer, der sich in den esoterischen Andeutungen alter Texte verlor und seine eigenen bescheidenen Experimente überschätzte? Der Chronist ließ es offen. Vielleicht war es dem abt und ihm auch egal gewesen. In einer Welt, die von der unmittelbaren Sorge um die Ernte, die Gesundheit der Brüder und die richtige Ausführung der Liturgie geprägt war das Geheimnis des griechischen Feuers eine. Abstraction ein fernes Gespenst, ohne praktischen Nutzen für ein Kloster im stillen Tal. Die wahre Pointe der Geschichte lag nicht in der möglichen Entdeckung, sondern in der demöglichen Entdeckung, sondern in der demöglichen Handlung. Theophilus hatte sich entschieden, das Wissen nicht aufzuschreiben. In einer Gemeinschaft, die auf der peniblen Weitergabe von Wissen durch Abschrift gegründet war dies ein Akt von radikaler Selbst gegründet war dies ein Akt von radikaler Selbstverleugnung. Erwähtre das Geheimnis nicht im Pergamentan, das es für die Ewigkeit bewahrt hätte, sondern seinem eigenen sterblichen Gedächtnis. Es war eine Demut, die an Heiligkeit grenzte oder an eine tiefe, intuitive Angst vor der Verantwortung, die solches Wissen mit sich brachte. Vielleicht hatte er einfach verstanden, dass einige Dinge besser vergessen werden sollten. Man schloss das Buch langsam. Das leise Kanken des Einbands war laut in der Stille. Die Tauges flackerte, als ein Luftzug durch einen unsichtbaren Spalt im Mauerwerk strich und warf tanzende Schatten über die Regale. Ein leises, nachdenkliches Lächeln stieg auf. Es galt nicht dem Bruder Theophilus oder seinem verlorenen Geheimnis. Es galt der menschlichen Neigung, das Vergangene und das Unbekannte mit einem Nimbus des Mysteriösen zu umgeben. Das griechische Feuer war zweifellos eine reale und schreckliche Waffe gewesen, aber sein Rezept war wahrscheinlich, wie so viele verlorene Geheimnisse der Antike, gar nicht so unergründlich mysteriös. Es war eine praktische Mischung aus verfügbaren Chemikalien, deren genaue Zusammensetzung und Herstellungstechnik vielleicht einfach in Vergessenheit geraten oder durch militärische Geheimhaltung obsolet geworden war. Die wahre Geschichte war nicht die der verlorenen Formel, sondern die des Mönches, der glaubte, sie gefunden zu haben und sich dann aus der Mut weigerte, sie festzuhalten. Sie war ein Denkmal für eine bestimmte Art von Frömmigkeit, die das Wissen um der Macht willen fürchtete. Das Lächeln verblasste. Die Kerze brannte nun deutlich niedriger. Ihr Taug schmolz in einer unordentlichen Pfütze auf dem Hals. Die Vesperglock würde bald läuten. Man stellte den schweren Chronikband zurück in sein Regalfach, genau an die Stelle, an der er jahrzehntelang gestanden hatte und weiter stehen würde, unberührt, bis wieder einmal eine müde Hand ihn aus Neugier hervorzog. Die Geschichte des Bruder Theophilus war wieder in ihr Schweigen zurückgekehrt. Ein verwitterter Stein in der Mauer, bemerkenswert nur für den, der zufällig darüber stolperte. Sie hatte keine Moral, keine Lösung, veränderte nichts. Sie war einfach da, ein kleines, vergilbertes Stück Vergangenheit, das von einem Mann erzählte, der lieber demütig vergaß,
als Stolz zu bewahren. Mit diesem Gedanken, der so passend war für den Geist dieses Ortes, löschte man die trübe Kerze aus. Die Dunkelheit, die sofort hereinbrach, war absolut untröstlich. Man tastete sich zu Thurium, ließ das Skriptorium und seine stummen, wissenden Bücher hinter sich. Der Gang zur Kirche war ein Weg durch Kirche, war ein Weg durch kühle, dunkle Schatten, begleitet nur vom Nachhol einer Geschichte, die kein Geheimnis preisgab, außer vielleicht das des friedlichen Herzens, das keine Geheimnisse bewahren wollte. Asterisk Kapitel 13. Das Benjabet und das letzte Licht der Glocke zur Vesper läutete, nicht mit der scharfen Autorität der Mittagsstunde, sondern mit einem weichen, einladenden Ton, der sich schräg in die dämmernde Luft legte. Der Tag hatte seine Kraft verbraucht. Das Licht, das noch durch die schmalen Fenster des Skriptoriums fiel, war ein müdes, graues Gold, das keine Schatten mehr warf, sondern alles in eine gleichmäßige, weiche Dämmerung tauchte. Man erhob sich von dem harten Schimmel, die Glieder steif und kalt, als ob sie selbst aus dem Stein des Raumes geformt wären. Die letzte Feder war gereinigt, das Tintenhorn verschlossen, das halbbeschriebene Blatt mit dem Leintouch bedeckt. Die Arbeit des Tages war ein abgeschlossener Kreis, der nun in der Stille des Abends ruhen konnte. Der Weg zur Kirche führte durch den Kreuzgang, der nun in ein tiefes, lavendelfarbenes Zwielicht getaucht war. Die geometrischen Biete des Gartens waren nur noch dunkle, verschwommene Quadrat, der Brunnen plätscherte mit einem leiseren, nächtlicheren Ton. Die Schritte halten anders, weiter als am Morgen, nicht scharf und wack, sondern gedämpft und abgenutzt. Die Kälte, die vom Boden aufstieg, war nicht mehr der aggressive Schock des Erwachens, sondern eine vertraute, fast tröstliche Präsenz, die den müden Körper umhüllte. Der Eintritt in die Kirche war wie ein Eintauchen in einen bereits tiefen Schlaf. Die riesige, gewölbte Halle war fast völlig dunkel. Nur auf dem Hochaltar brannten zwei dicke Wachskerzen. Ihre Flammen standen regungslos in der stillen Luft und warfen zwei kleine, trübe Lichtinseln, die sich kaum über den Altarstein hinauswagten. Der Rest des Raums war ein einziges Meer aus sich verdichtenden Schatten. Die hohen Säulen verschwanden in der Dunkelheit der Decke. Die Chorgestühle waren zu massiven, schwarzen Blöcken erstarrt. Die Menschen schlichen herein, ihre Umriss kaum sichtbar, und nahmen ihre Plätze ein. Das Knarren der Holzgestühle klang gedämpft, als ob auch das Holz zu erschöpft sei für laute Proteste. Dann begann der Gesang. Es war die Vesper, das Abendgebet. Die Stimmen, die sich erhoben, waren nicht die klaren, frischen Stimmen des Morgenchorals. Sie klangen getragener, tiefer von der Anstrengung des Tages. Getäuscht, die Melodien bewegten sich langsamer, dehnten sich in den weiten, dunklen Raum hinein wie Rausch. Dells in Adiatorium jämmernd, Gott, eil mir zu helfen. Die Worte schienen nicht nach oben zu steigen, sondern sich am kalten Steinboden auszubreiten. Eine schwere, flüssige Klangdecke, die Monotonie die gregorianischen Gesangs. Am Morgen weckt Zeug der Concentration, war am erbetenden Werkzeug der Erschöpfung eine sanfte Welle, die den müden Geist fortspülte. Man sang mit,
aber die Stimme wohl nur ein leises Murmeln. Ein Teil des kollektiven Atoms, der in der Dunkelheit vibrierte. Die Augen, halb geschlossen, ruhten nicht mehr auf einer Kerzenflamme, sondern irrten durch die undurchdringlichen Schatten. Die Schatten selbst schienen länger zu werden, sich von den Wänden zu lösen und langsam in den Mittelgang zu kriechen. Doch dann, während eines besonders langgezogenen geschah ein kleines Wunder. Ein letzter, schwacher Lichtstrahl der untergegangenen Sonne fand seinen Weg durch ein schmales, hochgelegenes Rundfenster im Westen der Kirche. Ein Fenster, das den größten Teil des Tages dunkel blieb. Er fiel nicht als breiter Strom herein, sondern als ein schmaler, messerscharfer Strahl von blasserstem, rötlichem Gold. Er durchschnitt die dicke Dunkelheit wie eine diagonale Schnur und traf genau auf einen der steinernen Pfeiler, der den Chor vom Langhaus trennte. Auf diesem Pfeiler, etwa in Augenhöhe eines stehenden Mannes, war eine einzelne Steinblume gemeißelt, eine stilisierte Lilly, ein einfaches Werk eines längst vergessenen Steinmetzen. Für wenige, atemberbändige Minuten wurde sie aus der anonymen Masse des Steins herausgehoben. Jede einzelne Linie der geschnitzten Blütenblätter, jede Ader, jede sanfte Rundung wurde von dem fahlen Gold akzentuiert und warf einen winzigen, scharfen Schatten auf den rauen Stein hinter sich. Die Lilly schien zu leben, zu atmen in diesem letzten Licht. Sie war nicht schön im üblichen Sinne. Die Arbeit war grob, die Proportionen unregelmäßig, aber in dieser einen vergänglichen Illumination wurde sie zu einem Symbol von überwältigender Klarheit, ein Zeichen der Schöpfung, eingefroren in Stein, das nur im letzten Licht des Tages sein wahres Wesen offenbarte. Dann, so plötzlich wie es gekommen war, verblasste der Strahl, das Rotwisch-Eim Grau. Dann eine Dunkelheit, die noch tiefer schien als zuvor. Die Steinblume verschwand wieder in der Masse des Pfeilers, unsichtbar, vergessen. Das letzte Licht des Tages war erloschen. Der Gesang erreichte seinen Schlussakkord und verklang in der nun vollkommenen Finsternis. Die Stille, die folgte, war von einer anderen Qualität als die morgendliche Stille. Sie war satt, abgeschlossen wie das Ende eines langen, tiefen Ausatmens. Nach dem Gebet folgte die letzte Mahlzeit, die Collatio. Sie fand in fast völliger Dunkelheit im Refektorium statt, nur erhellt von einer einzelnen, rossenden Lampe über dem Pult des Lektors. Das Essen war noch karger als am Morgen. Oft nur ein Stück des übrig gebliebenen Brotes und ein Becher des dünnen, säuerlichen Biers. Es war keine Mahlzeit zur Stärkung, sondern eine letzte kleine Stütze für die Nacht, ein Akt der Disziplin mehr als des Genusses. Man aß im Schweigen, das Brot schmeckte nach gar nichts mehr, das Bier war nur eine kalte, saure Flüssigkeit in der Kehle. Der Lektor las aus den Collationes des Johannes Cassianus, seine Stimme ein müdes, monotones Summen, das einen in einen Zustand zwischen Wachen und Schlaf versetzte. Danach kam ein ruhiger, einsamer Rundgang durch die schlafenden Gebäude. Es war eine Pflicht, eine letzte Kontrolle. Man schlich durch die dunklen Gänge, die nur vom schwachen Schein einer eigenen geschützten Talkerze erhellt wurden. Das flackernde Licht,
Seite leere Skriptorien, verweist die Kreuzung, die geschlossenen Türen der Zellen. Der Weg führt in die Küche. Hier war es noch nicht völlig kalt. In der gewaltigen Feuerstelle des Herdes glomm, unter einer dicken Schicht weißer Asche begraben, noch die Herd glüht. Ein trübes, rotes Pulsieren war unter der Asche zu sehen, wie das langsame Herz eines schlafenden Tieres. Ein Hauch von Wärme strömte davon aus, vermischt mit dem Geruch nach kaltem Rauch und Fett. Man stocherte nicht darin. Ihre bloße, konservierte Präsenz war genug. Sie würde die Nacht überdauern und am Morgen mit ein paar geschickten Handgriffen und etwas trockenem Holz wieder zum Leben erweckt werden können. Sie war das kontinuierliche, warm Zentrum dieses kalten Steinkörpers. Dann, zurück im Schlafflügel, blieb man einen Moment an einem schmalen Fenster stehen, das einen Blick auf den inneren Hof gewährte. Die Dunkelheit hier draußen war absolut. Es gab keine elektrischen Lichter, keine Straßenlaternen, nicht einmal das trübe Schimmern einer Öllampe aus einer Hütte in der Ferne. Die Dunkelheit war eine physische Substanz, dick und undurchdringlich wie schwarzer Samt. Sie schien zu atmen, zu wachsen, jeden bekannten Umriss zu verschlucken. Das Kloster existierte nur als ein noch dunklerer Block in dieser allgemeinen Schwärze. Seine Mauern gegen das Nichts kaum zu ehren. Diese Dunkelheit war nicht bedrohlich, sondern ehrfurchtgebietend. Sie war die ursprüngliche Dunkelheit der Welt, aus der das Licht jeden Tag mühsam erkämpft werden musste. Und dann hob man den Blick. Der Anschlag des Atoms über diese pechschwarzen Erde hing völlig unberührt von jedem irdischen Schein des Sternenhimmels. War nicht ein paar verstreute Punkte, sondern ein gewaltiges funkelndes Gewebe, eine schimmernde Milchstraße, die sich wie ein verschüttetes Silberstaub über die Unendlichkeit zog. Die Sterne waren nicht weiß, sondern von einem kalten, bläulichen und diamantenen Funkalt. Constellation, die man vom Hören sagen, kannte der große Wagen, Cassiopeia, standen scharf und klar am Firmament, nicht als kindische Muster, sondern als gewaltige, ewige Architekturen. Die Tiefe des Raums zwischen ihnen war nicht leer, sondern schwarzsamten und unermesslich. Dieser Himmel war atemberaubend in seiner Klarheit und seiner schieren Menge, erinnerte einen daran, wie klein die menschlichen Bemühungen waren, das Kloster, die Stadt, das beschriebene Pergament, und doch daran, dass diese selben Sterne über dem Kreuzgang des Klosters standen, wie über den Zelten der Nomaden, den Palästen der Kaiser und den Hütten der ersten Menschen. Es war ein Himmel, der keine Geschichte kannte, nur Geometrie und eisiges Licht. Das leise Rufen der Nachtwache, die von einem der Wachttürme die Stunde ausrief, Vigilia prima, klang winzig und verloren unter dieser stummen, funkelnden Pracht. Der Ruf war ein menschlicher Versuch, die ungeheure stille Uhr der Sterne in die kleinen, handlichen Ohren zu zerlegen. Man stand noch lange, bis die Kälte durch die Kutte, bis auf die Haut drang und die Sterne vor den trennenden Augen zu flimmern begannen. Dann löste man sich von dem Anblick, von der überwältigenden Klarheit der Dunkelheit und schlich zur eigenen Zelle zurück. Die Nacht hatte das Kloster vollständig in
Besitz genommen. Das letzte Licht war erloschen, das letzte Gebet gesprochen, das letzte Brot gegessen. Alles was bleib, war diese Tiefe. Sternen über sie schwerens und das langsam, regelmäßige Atmen der schlafenden Gemeinschaft, eingebettet in die unermessliche Stille der schlafenden Welt. Asterisk Kapital 14 zur Ruhe, auf der Stromatratze, für die letzte Kerze, war gelöscht ihr beißender Tollgeruf, verflog langsam in der kalten Luft der Zelle. Die Dunkelheit, die man herinbrach, war nicht die gespannte Finsternis der Kirche, sondern eine private, eng schwere, die nur diese wenigen Quadratmeter umfasste. Die Müdigkeit des Tages, die sich wie ein schwerer Mantel um die Schultern gelegt hatte, forderte nun ihren Tribut. Die Vorbereitung auf die Nacht war ein Ritual der Reduktion, das spiegelverkehrt zum Ritual des morgendlichen Ankleidens verlief. So ist die Sandalen. Man setzte sich auf den Rand der steinernen Schlafmische, spürte die eisige Kälte des Steins durch die dünne Wollhose. Die Finger, steif und angeschickt von der langen Schreibarbeit, kämpften mit den einfachen Lederschnüren. Ein Notenwiderschnüren, ein Notenwiderstand musste mit geduldiger Beharrlichkeit gelöst werden. Dann lösten sich die Bänder. Die Sandale fiel mit einem leisen Klaps auf den Steinboden. Der nackte Fuß, der daraus befreit wurde, berührte den Boden und zuckte reflexartig zurück. Die Kälte war her, in der geschlossenen Zelle, weniger aggressiv als im Kreuzgang, aber immer noch eine deutliche Präsenz. Die zweite Sandale folgte. Man stellte sie ordentlich nebeneinander unter den Schienel, bereit für den Morgen. Dann die Kutte, der grobe Wollstoff, den ganzen Tag getragen. Roch nach Rauch, nach dem säuerlichen Dunst des Refektoriums, nach der trockenen Luft des Skriptoriums und dem schwachen, animalischen Geruch des eigenen Körpers. Man löste den einfachen Gürtel, ein geflochtenes Band aus Leder, und ließ ihn auf den Schemel gleiten. Die Kutte wurde über den Kopf gezogen, ein Akt, der in der Dunkelheit ein leichtes Straucheln verursachte, ein Verlust des Gleichgewichts in der schwarzen Enge. Der Stoff kratzte beim Abstreifen noch einmal kurz über das Gesicht, dann war er frei. Man faltete ihn sorgfältig, legte ihn über die Lehne des Schiemels. Die darunter liegende Tunike folgte. Ein dünnerer, aber nicht weniger rauer Stoff. Mit jedem abgelegten Kleidungsstück fühlte man sich leichter, entblößter, verletzlicher gegenüber der Kälte der Zelle, aber auch unmittelbarer, wahrer. Der Körper, von den Schichten der Ordnung und der Pflicht befreit, war nun nur sich selbst, müde und ausgelaugt. Schließlich die Beinwickel. Dies war die mühsamste Prozedur des Abends. Man wickelte die langen Stoffstreifen, die den Tag über die Waden umschlungen hatten, langsam ab. Sie waren feucht von Schweiß und der allgemeinen Feuchtigkeit der Luft, klebten leicht in der Haut. Das Abwickeln erforderte Geduld. Jedes Umdrehen des Stoffes war eine bewusste Bewegung in der Dunkelheit. Als die letzten Windungen fielen, fühlten sich die Waden seltsam nackt und frei an, fast schwach. Die losen Wollhosen sackten zusammen. Man rollte die Wickel zu zwei ordentlichen Bündeln und legte sie auf die gefaltete Tunike. Nun stand man nur in der einfachen, hemdartigen Untertunike
und in Hosen, zittert in der Kälte. Der kurze Weg vom Schemel zu Schlafnisch war eine Überquerung eines eisigen Ozeans, dann das letzte Ritual. Das Hinlegen, man schwang die Beine auf die Strohmatratze. Sofort antwortete das Material mit einem trockenen, vielstimmigen Knacken und Raschelns. Es war kein einzelner Ton, sondern ein ganzes, Geflecht von Geräuschen, als ob das getrocknete Stroh unter dem plötzlichen Gewicht protestierte, sich neu anordnete, sich der Kontur des Körpers anpasste. Die Matratze gab nicht Federn nach, sondern sank in einer Weise, die hart und doch irgendwie nachgiebig war. Sie formte sich nicht um einen, man formte sich in sie, dann die Decke. Die schwere Wolldecke, die den ganzen Tag zusammenrollt am Füßende gelegen hatte, war eiskalt und steif. Man zog sie über sich, spürte ihr gewichtiges, raues Gewicht, das zunächst keine Wärme spendete, sondern nur eine Barriere gegen die umgebende Kälte darstellte. Das Lehntouch, das direkt auf dem Stroh lag, war feuchtkühl und roch schwach nach Schimmel und altem Schilf. Man lag auf dem Rücken, die Hände auf der Brust gefaltet oder an den Seiten ausgestreckt und starrte in die undurchdringliche Schwärze über sich. Die Decke drückte einen in das knisternde Stroh hinab, und nun, in dieser erzwungenen Immobilität, in dieser sensorischen Armut aus Kälte, Dunkelheit und dem Geräusch des eigenen Atems, begann der Geist, den Tag noch einmal langsam abzuspulen. Die Bilder zogen vorbei, nicht als lebhafte Erinnerungen, sondern als blasse, müde Eindrücke. Das Gefühl des kostbaren Pergamentbündels, unter dem Arm auf dem Rückweg sein trockenes Rascheln, der Geschmack der Erbsensuppe, die wohltuende Wärme der erbenen Schüssel in den Händen, der seltsame, fast komische Eintrag über Bruder Theophilus und sein verlorenes, demütig vergessenes Feiergeheimnis, gelesen im flackernden Schein der Taukerze. Diese Fragmente hatten keine Narrativordnung. Sie tauchten einfach auf und verschwanden wieder im schwarzen Teich der Müdigkeit. Dann deutlicher als alles andere, die Erinnerung an die Feder in der Hand, das präzise Gewicht des Gänsekiels, der winzige, aber deutliche Widerstand des Pergaments unter seiner Spitze, das sanfte Scratch-Scratch, das zum Rhythmus der Stunden geworden war. Die Hand, die jetzt reglos unter der Decke lag, erinnerte sich an die feine Vibration, die durch die Fingerknöchel lief, wenn die Tinte perfekt floss. Es war eine taktile Erinnerung, eine Erinnerung der Muskel und Sehnen, nicht des Geistes. Diese Hand hatte heute Buchstaben geformt, hatte Fehler korrigiert, hatte stundenlang in derselben Position verharrt. Jetzt ruhte sie, aber ein Echo der Bewegung schien in ihr zu verbleiben, ein Phantom des Schreibens. Die Gedanken wurden langsamer, schwerer, begannen sich aufzulösen. In diesem halbbewussten Zustand, an der Schwelle zum Schlaf, tauchte eine letzte, sanfte Betrachtung auf. Das Mittelalter, wie man es erlebte, war nicht aus den großen Erzählungen gemacht, nicht aus den donnernden Schlachten, den Intrigen der Könige, den gewaltigen Kreuzzügen, von denen man in Chroniken las. Diese Dinge waren der Lärm am Rande, die seltenen Erschütterungen,
die die Oberfläche der Zeit auffressen. Das wahre Mittelalter, das Substanzielle, bestand aus unendlich vielen solcher stillen, fleißigen Tage, wie man ihn heute gelebt hatte. Es bestand aus dem mühsamen Aufstehen in der Kälte, dem einfachen Brot, dem Gang zum Brunnen, dem stundenlangen, konzentrierten Setzen von Zeichen auf tierischer Haut. Es bestand aus der geduldigen Arbeit des Bürgermannweibes in seinem Hof, aus dem Klack-Klack des Webstuhls vor der Hütte, aus dem langsamen Vorwärtsziehen des Pflugers im schlammigen Acker. Jede dieser Tage war unscheinbar ein winziger, kaum sichtbarer Sandkorn, aber sie reizen sich aneinander Tag für Tag, Jahr für Jahr, Hundert für Jahr, Jahrhundert. Diese unzähligen, stillen Tage waren es, die Zeitläufte wirklich füllten, die das Wissen bewahrten, die die Felder bestellten, die die Stoffe webten. Sie waren das stetige, tiefe Summen der Geschichte, unter dem die Schlachten nur lauter kurze Ausrufe waren. In dieser Erkenntnis lag eine tiefe, fast tröstliche Demut. Man war kein Held einer großen Geschichte. Man war ein Mensch, der einen Psalter abschrieb. Und das war genug. Es war mehr als genug. Es war der eigentliche Stoff, aus dem die Jahrhunderte gewoben waren. Das Bewusstsein begann zu schwinden. Nicht mit einem Fall, sondern mit einem langsamen Absinken, wie ein Blatt, das in ein dunkles, stilles Wasser sinkt. Die Bilder verblassten, die Gedanken lösten sich in nichts auf, die äußeren Sinneseindrücke reduzierten sich auf weniger, grundlegender, das gleichmäßige, leise Rauschen des eigenen Atems, das in der Stille der Zelle das gelegentliche trockenen Nacken des Strohs, wenn man sich im Schlaf unwillkürlich drehte, und dann aus weiter Ferne durch das geschlossene Fenster noch gedämpft, der Ruf einer Eule, ein einzelner weicher Schrei, der durch die nächtliche Stille schnitt und dann sofort wieder von ihr verschluckt wurde. Es war ein Ton der völligen Fremdheit, der wilden, ungezähmten Welt draußen jenseits der Mauern, eine letzte schöne Erinnerung daran, dass diese Klosterzelle nur eine kleine, geordnete Zelle in einem großen, dunklen und geheimnisvollen Kosmos war. Der Ruf verklang. Das Atemgeräusch wurde zum einzigen Universum. Die Kälte war immer noch da, aber der Körper begann, unter der schweren Decke einen winzigen, eigenen Wärmebereich zu schaffen. Die Müdigkeit war nun eine vollständige, wohltuende Lähmung. Es gab kein Morgen mehr, keine Pflicht, keine Feder, keine Tinte. Es gab nur dieses langsam Absinken in die bewusstlose Stille, in den ersten Schlaf, der bis zum Ruf der Vigil in der tiefsten Nacht andauern würde. Der letzte bewusste Gedanke war kein Gedanke, sondern ein Gefühl. Das Gefühl des Strolls unter dem Rücken, das sich nun nicht mehr fremd, sondern vertraut anfühlte, ein Teil des eigenen ermüdeten Selbst. Dann war auch dieses Gefühl fort. Die Nacht hatte den Mönch vollständig in Besitz genommen. Der Tag, dieser lange, stille Tag aus Stein, Pergament und einfachen Handlungen, war zu Ende. War in die unendliche Reihe solcher Tage eingegangen, ein weiteres, fast identisches Sandkorn in der langsam rieselnden Sanduhr der Zeit.
Alles war still.